ihr habt Sound. Super. Super, super, super. Und spielen! Wir starten jetzt in die Episode 3 The only thing I rein. can tell you is that Sarah had indeed changed. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to... But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not want to know. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough. The woman with two faces. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you Lol. are, please. Hä? Hä, da stand die Mutter jetzt dabei und die Emma. Hä? So, was haben wir denn jetzt? Sprachenmanipulation, Befragung, Belassenheit, Heimlichkeit, Wissenschaft. Oder wir machen hier, guck mal. Ein Punkt Wissenschaft, ein Punkt Sprache, ein Punkt... Sehr gut, machen wir das. Krypta-Eingang. 22. Januar 1793. Beacons Hill. Episode 3. Ripless. Louis? Louis, the conference is about to start any minute. This is not the time to be... Damn it. What's going on? I don't know exactly, Mr. President. I was looking for my mother and I came upon this body. My God. You don't think Sarah did it, do you? Zu den Rufschätzen doch, nein. Boah, keine Ahnung, doch. Unfortunately, I'm afraid How awful. What has your mother gotten herself into now? If only I knew, Mr. President. If no one saw you, I'd advise you not to get involved, Louis, so that no one will accuse you of the murder. Ah, darn, the conference is Schon die starting. Scheißkonferenz. Time is of the essence. Sort this out and join us as quickly as you can in the conference room. Everyone will be expecting you. Mr. President, this is not really the right time, and I didn't come for that. Your mother's seat cannot remain vacant. You must replace her while she's still missing. Your mother and I were to support Mortimer on this project. I don't know what the subject is, but the future of our countries depends on it. Given the importance of all this to Mortimer, he won't let the conference begin without you. So if you don't want more servants coming looking for you, I'd advise you to join us quickly and to put a brave face on it. The best favor you can do for yourself, Louis, and for Sarah, is to come and support Mortimer's project at the conference. Oh. Look, I don't mind following you, but I should warn you. I have no idea what this is all about. So I can't make any promises as to what I might do. I shall make my decision after the debate, when the time comes. Ah, very well. As you wish. You will see once you hear everything. But given the situation, I think you will have everything to gain by joining Mortimer's side. I'm going. Don't be long. Tell them that I'm on my way. Also wir müssen... Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Entscheidung. Tja. Gut, also suche nach Hinweisen zu Sarah Dirichlet oder gehe zur Konferenz. Someone's made a fire here, and the ashes are still warm. Gut, die Frage If ist you're the one who halt... did it, Mother. It couldn't have been easy with only one hand. Ob ich jetzt hier das angucken soll. An old blanket. From the looks of it, leftover food. Ugh, Also wie not viel exactly Zeit ich fresh. halt jetzt Must have been tatsächlich here habe, for a weißt du? while.
Oh, he's dead. What the hell's been going on here? Let's see what secret's hidden under these masks. His face doesn't ring a bell. I'm a bit disappointed. Might have expected more from Lord Mortimer. Mother, if this is your doing, the situation Oder is passt getting auf, Leute, worse ich and gehe einfach worse. jetzt raus. Mal, kann ich da hier hin? Könnte auch hier gehen, aber wir gehen mal wieder raus. Weil, ne, Suche nach Hinweisen zu Sarah, der Richet oder es gehe zur Konferenz und ich hoffe, also ich habe halt einfach gar keinen Bock jetzt hier auf Stress, deswegen gehe ich einfach zur Konferenz. Und hoffe, dass mir keiner auf den Sack geht, von wegen... Hast du den Mord begangen? Nimm an der Konferenz teil, jo, ich bin dabei. Ich hoffe jetzt natürlich auch, dass wir jetzt unten nicht in Ruhe hätten weiter gucken können, dass das gar keine direkte Zeit gewesen ist. Mal schauen. So, komme ich hier rein? Natürlich nicht. Wer hätte das gedacht? Ja, das geht nämlich so hier, so hier. Inventar voll. Wir müssen auf jeden Fall jetzt bei der Konferenz alles geben. Alles geben und alles Mögliche damit, so. Achso, warte, ich habe meine Augentropfen gar nicht genommen. Kleinen Moment. Okay, so, nimm an der Konferenz teil. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, aber wir müssen. Monsieur de Richet, you're the only one missing at the conference. Please join the guests. Dabei. Jetzt rein? Monsieur de Richet, you're the only one missing at the conference. Please join the guests. Ja, aber ist nicht der Konferenzraum? Ja, ja, ist ja wie im echten Leben. Ist ja wie im echten Leben, dass jeder auf mich wartet. Was? Ich habe jetzt echt Angst, dass jetzt die Kacke hier am Dampfen ist in dem Konferenzraum. Monsieur de Richet, you are expected at the conference. Please take the door to your left to join the guests. Ihrer linken Seite, der hier? Scheiße. Jetzt wird's wild. Holy moly, was ist das denn für ein Konferenzraum? Also ich bin dafür, was Emily sagt. Wenn Emily sagt, das oder das, dann machen wir das. Und dann machen, was ihr wollt. Hallo? My son, glad you're here. It seems Lord Mortimer's been waiting for you to arrive before beginning. Ja, so muss es auch sein. Pity your mother isn't here for the conference. I hope I'll be able to see her before I leave. I still have a very important letter to give to her. Feeling all right, Louis? You look like you're miles away. Everything's fine. Don't worry. Lord Mortimer wants to talk to you, Louis. Don't make him wait. I don't know if you ever found what you were looking for in the garden, but Mortimer is waiting for you. I suggest you get a move on. You say it as if you were afraid of him. What frightens you so much about him? Hurry up. He's waiting for you. Ah, Good wir reden evening, trotzdem jetzt erstmal mit den gentlemen. Leuten. Are we ready? The much-awaited conference is about to begin? That is what we have all been waiting for. I believe that Lord Mortimer wishes to speak to you before it begins. You should go and see him. Bevor wir starten, alles klärchen, Pupärchen, dann, naja, dann gehen wir da jetzt hin. Warte, ich guck nochmal, ob jetzt hier
Sammelmünzen oder irgendwas finden, aber wenn wir hier schon sowas finden, dann wird's wild. So. Das heißt, wir können das schon mal machen. Offenbart Immunität und der nächste Fertigkeiten-Einsatz kostet dich nichts. Mich ärgert es nur, dass wir mit ihm nicht so das Vertrauen aufbauen konnten. So, jetzt geht die Kacke richtig los, Leute. Ah, Louis, I've been Ich habe ein expecting bisschen you. Angst, aber Thank gut. you for joining us. We are about to begin our conference. Naja. Let me explain what is at stake. Thank you kindly, but what do you expect of me exactly? My mother's the one who's supposed to attend, not me. That is indeed what was initially intended. Unfortunately, she still hasn't been found, and my guests can't stay here indefinitely. The conference must begin, and it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry, you are not alone, Louis. Very well. Can you give me a brief explanation of the aim of it all? Of course, Louis, I was coming to that. The aim of these meetings is to bring together the most influential people in order to think together about the future. But the future of who? Of the world, Louis. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. Wir möchten das Schicksal unserer Länder so lenken und dabei das Wohl aller im Blick haben, damit niemand mehr unter den zufälligen Gefahren der Geschichte leiden muss. In concrete terms, how do you organize your discussions? A conference is always organized the same way. There are two masters of ceremony who determine an important subject. You and Sir Gregory, I presume. Exactly. We shall be the masters of ceremony. It was our obligation to each bring to the table several guests in order to debate a subject. Once the debate is closed, a decision will be made by a vote of all the participants. By a unanimous vote. If the project is not agreed on by all, then it will be rejected. And neither of the two masters of ceremony have the right to vote. It's up to the guests alone to decide, Louis. In other words, us. Gregory and myself are merely the go-betweens. Finally, if the project is validated, each guest goes home and starts working to make it happen. It can take years. How long have you been active? Oh, this tradition has more or less always existed, Louis. It has continued from generation to generation. Can you give me an example of an event that was decided here before being implemented in the outside world? Well, take the French Revolution. It was decided right here 2 years before its implementation in France. Concerning the case of the French Revolution, I wasn't invited. But as far as the American Revolution is concerned, Louis, I can testify that we planned it 5 years before implementing it, for example. Do you often hold this kind of society dinner? In general, once a year, but in actual fact it tends to be events that dictate our gatherings. Okay. Louis, let me keep you a moment. Ja, ich habe ein bisschen Angst. I would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. You see, the project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become French. My idea is to increase the territory of the United States. The first stone of this vast project consists of getting Spain to cede Louisiana to France. Once it becomes French, France will hand it over to the United States, which will then allow them to double the size of their territory. And that's where you come in. France and the United States, hand in hand,
Two democracies illuminating the world. Lord Mortimer, I'm sure you're aware that Louisiana is hardly prime quality land. I wouldn't be exaggerating to call it marshland. How is acquiring land they won't know what to do with going to strengthen the United States? Think further, Louis. The United States won't stop there. Once they've acquired Louisiana, nothing will stop them. All they would have to do then is keep pushing toward the west to take the whole North American continent. So you intend to get rid of the Spanish? They are purely transitory. This is the settlers' home. It is natural for them to want to develop their nation to become one of the greatest powers of this world. As for the Spanish, there are just a handful of them actually on site, and if need be, we'll see to it that they are sufficiently occupied in Europe so that their focus is not on the North American continent. Moreover, Spain really only cares about its colonies in South America. It's hardly my fault if they are not capable of seeing the potential in the North American territories. The concept of royalty is from bygone times. It is time to lead the way to democracy. Take a look at them. Apart from President Washington, they all belong to monarchies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight, fearful as they are of losing their precious privileges. But the world needs visionaries, like you, like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of the project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We'll have an opportunity to catch up later, and you'll be able to let me know your thoughts. Oh, ich habe ein bisschen Angst jetzt. My friends, I propose we get started. Mann, ich habe ein bisschen Angst. Ich werde das jetzt bestimmt maßlos verscheißen. Jetzt werde ich bestimmt richtig reinscheißen, ey. First of all, I would like to thank you for taking the time. The honor is ours, my lord. As per our custom, here we are all together to discuss the face of tomorrow's world. Even though there may be certain tensions between our nations, I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Richet is unable to be among us, please welcome Louis de Richet, who will represent the Golden Order and will vote on its behalf when the time comes. Welcome among us, Louis. Welcome, Monsieur. I hope he'll be more effective than his mother regarding the protection of the King of France. The Order has proved particularly inefficient. Come, Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about a king of divine blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed protecting. If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. Thank you all. I am honored to be among you today. I will strive to represent the interests of the Order as best I can. Perhaps we may begin, Lord Mortimer. Certainly. I have a dream that our nations will continue to support each other, more now than ever before. A dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example and ensure that the American territory may remain in peace. Thank you for the thought, Lord Mortimer, but I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the east coast and Spain, which occupies the remaining 2/3 of the continent. Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear?
What did I tell you, William? You speak of union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand. Oh, wow, alle sind But dagegen rest und ich soll jetzt assured, wieder dafür you will stimmen. soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow, allow me to doubt it. However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. What? But I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken, in the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the savages, so that is not the question. Duke Manuel, I believe that Spain should cede Schalt mich hier Louisiana raus. to France, free of charge. This is utterly grotesque, Lord Mortimer. What a strange example you set for your young protege. Isn't that so, Monsieur de Richet? Do you understand anything of this proposition? I must say, William, I find your project mostly disfavors me. I thought you were my friend. And I am, Mr. President. That is why I'm Denn doing jeder ist everything dagegen, in my ja. power to calm your expansionist fervor. France, in Louisiana, should persuade you not to attempt anything to take the territory by force. Louisiana is a vast wetland where you would needlessly lose most of your troops. It would weaken you and offer certain nations the perfect opportunity to take allerseits back guten Morgen, your Rico. famous Ich hoffe, dir geht's United gut. States. I am Morgen. protecting you from yourself, George. Trust me. I understand. But with friends like you, sir, I certainly don't need any Braucht man more keine Feinde enemies. mehr. I hope you know what you're doing. Eieiei. Am I imagining things, or does it look like Washington isn't aware of Mortimer's plan? Not to put too fine a point on sein. it, Lord Mortimer, but I doubt the Holy See would be in favor of Catholic Louisiana being handed over to secular revolutionaries and king killers. I should think Monsieur de Richet has an opinion on this subject, does he Morgen not? Blue Dragon, guten Morgen. Na doch, dir und Vai hoffentlich auch. Uns geht's auch soweit gut, weil es ein bisschen erkältet seit heute früh. Und ich hatte eine Bindehautentzündung, aber das ist schon viel, viel besser geworden am Auge. Und ja. Moin Yoshi. Hallöchen. Dash. Grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Blue Dragon, guten Morgen, wie geht's dir? So, was nehmen wir denn jetzt? Ich denke doch, dass auch Monsieur de Richet eine Meinung dieser Sache hat oder etwa nicht. Ja, alles easy, entspannter Morgen, so muss es sein. On the maps of Italy I saw in Mortimer's secret study, he had anticipated movements of troops across Italy. I wouldn't be surprised if he's planning an invasion of Italy by France, and if I push the notion a bit further, I can well imagine that Bonaparte's cannons, financed by the Order, will be used for that purpose. The noose is tightening around poor Piaggi's neck without him even realizing it. I don't know if I'm the best person to speak about that, Your Eminence. Mögliche Invasion. Was soll ich denn jetzt nehmen, das? Well, I think that the French army will enter Italy, and that the Vatican will do whatever France demands of it, if the Vatican wants to retain its place. You are joking, I hope. Lord Mortimer, I did not come here to listen to such nonsense. What makes you think that, Monsieur de Richet? Well, Monsieur Bonaparte, here present, has ordered a large number of cannons, and I wouldn't be surprised if they were to be used to keep Italy under control. Come, sir. What a strange idea. I have enough on my plate with issues in Corsica. If you say so. You see, you're... But Corsica is not where the cannons are to be delivered, is it? Aye, but... Louis, you are quick-witted. I like you. You seem to be overlooking something, Messieurs les Français.
I also have backers who would be only too pleased to demonstrate the full extent of their fervor by Aber den defending the Zahnarzttermin, Vatican. oh, das ist immer Mi auguro che insegnerete anstrengend. l'educazione a questo Mag auch keinen giovanotto Zahnarzt. presuntuoso, Sir Gregory. I hope that you will teach this pretentious young man some manners, Sir Gregory. It looks like I won't be just making friends here. In any case, my lord, I doubt the English crown will agree. Geht's hier so in den Auge besser? Emily. Besser, besser. Wird diese Vereinbarung akzeptieren. Ich hab's bloß manchmal, dass das Auge noch so juckt und ein bisschen drehend, aber im Großen und Ganzen gut. The Prussian will never accept this agreement. Volner looks like he's set on ruining Mortimer's plan. Duchess, I am persuaded that we shall find a common ground. Ist doch That's gut, ja. enough, William. These are grave times. We don't care about the fate of Louisiana. That worthless expanse of putrid swamps interests no one but yourself. Speak for yourself, my friend. Hold on there, Mr. Royal Gigolo. Lower the volume and let Sir Gregory finish. Holm, Godoy, and now Volner? Mortimer's adversaries are ready to tear each other to pieces, and he takes a malicious pleasure in watching it happen. How dare you! Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos! That's enough. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but please be aware that your project will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. No, nee. Are you coming with us, Monsieur de Richet? Come, Gregory, I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? Boah! Ist es, was soll ich jetzt nehmen? Bleiben und Mortimer unterstützen oder mitgehen und Holm unterstützen? Was soll ich denn jetzt machen? Eigentlich würde ich gerne mitgehen und Holm unterstützen, weil ich Mortimer nicht unterstütze. Aber, also eigentlich würde ich schon gern hier mitgehen, aber das ist halt so offensichtlich. Ist er ein Mitläufer oder nicht? Ja, das hat ja mit Mitläufer nichts zu tun. Ich bin ja schon deren Meinung. Aber das ist zu offensichtlich, dass Mortimer mehr dahinter, dass mehr dahinter steckt bei ihm als... Da steht mitgehen, darum Mitläufer. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich eher bleiben und Mortimer unterstützen, obwohl das wahrscheinlich irgendwie total in die Hose geht. Aber ich glaube, wenn wir hier mitgehen, das geht auch in die Hose. Obwohl ich, wie gesagt, Holms Meinung unterstütze. Ich bin voll dahinter. Aber ich denke, da steckt noch viel mehr dahinter. Ich bleib As hier. for me, I think I shall remain with Lord Mortimer, Sir Gregory. You are committing a grave error, Louis. Time will tell. Na, wir werden sehen. Scheiße. Oh fuck, ich glaube, die Kacke ist jetzt richtig am Dampfen. My friends, I would like to thank you for staying. Good God, William. What is this I hear about you reinforcing military power in Louisiana? I have no interest in having France for a neighbor, and you know that very well. Calm down, George. Louis, explain our plan to Mr. Washington, please. You see, Mr. President, Lord Mortimer anticipates that once France obtains Louisiana, they will cede it to you. What do you mean? To us? The United States? You heard right. But President Washington, the United States will double in size. By what miracle have you... You need to expand, George. You and France are the two major democracies in the modern world. It is necessary that you both become superpowers. Are you really going to sponsor democracy throughout the world? Of course, Monsieur Oh, jetzt Peel. geht's los, That's Sparrow. why I don't want Spain to get too attached to those weapons. Please continue, Ich glaube, Louis. ich gleich einen Pulli anhaben. Explain my vision to Mr. President.
Logik oder eher Überzeugung? By going through France, Spain won't suspect that it's you who's going to take possession of Louisiana. They'll even believe that France will be a protective buffer between itself in California and you on the East Coast. If Senor Godoy was afraid that you might take the territory by force, now he is reassured. You would never attack France. But why didn't you tell me before? So, home doesn't see it coming. But by the time it dawns on Senor Guten Morgen, Godoy, Kepsi. it'll be too late because he'll realize that he's just lost all the North American Na, continent. Kepsi, We wie all geht's? know that you won't stop once the path is cleared before you. What do you mean? You see, Monsieur Peru, it's very likely that once Louisiana becomes American, President Washington will push out even more and take the West Coast. William, you haven't changed. Always one step ahead. One step ahead? You're joking. More like 5. On that note, my friends, it's getting late. Mr. President, continue to take offense over Gut, my ausschlafen ist contact immer when we toll. resume Das the stimmt. conference in the morning. Das seid frei oder was? Do it to a T. And if Sir Gregory has the audacity to send you an emissary to convince you to go against me, do me a favor. String him along if you can. The more they believe we are divided, the more we'll have our hands free. Ja, Only too super. happy to oblige. Now, let us get some rest. We've got a big day tomorrow. Good night, gentlemen. Good night. Good night, gentlemen. Louis, if you have a minute, I would like to ask a favor of you. I'm going to require your services. How can I be of help? Tell me all about it. Noch bitte nieder Our einstellen. adversaries are many, and the closing vote of the conference will soon be upon us. Time is of an essence, so I'll need you to assist me this evening. How can I help? I need you to go this very evening to persuade Senor Godoy to join us. He is the backbone of Gregory's resistance. Turn him round, and all the others will follow in such a stampede that Gregory will be able to do nothing but admit defeat. Oh, Lord nee. Mortimer, with all due respect, don't you think I'm the last person Godoy wants to talk to? I'm sure you can do it. I believe in you. Nee, ich bekomme das nicht hin. If you believe that's the best way, then... Nevertheless, I wouldn't bring up all the habits and customs of the court with him too much. I sense he's on edge at the moment. I doubt he'll be able to abide by the rules of etiquette that befit his rank. Thanks for the advice. However, it must be done for the conference tomorrow morning. It's important to me. I'll go straight away. Thank you, my boy. And get some rest afterwards. Big day tomorrow. Oh Mann, ey, ich glaube, das geht richtig nach hinten los. Ey, ich werde es versuchen, Manuel Godoy zu überzeugen. Scheiße, Alter. Boah. Glaube ich nicht, dass das so eine gute Idee ist. Aber, ja, nichtsdestotrotz, ich werde mir jetzt erstmal gleich einen Pullover holen. Und dann werde ich mal weinen gehen. Why does your mind presume to Bisschen fight Hardcore when you're still kacken the werde. perfect grub? The worm Ei. form. Weil es arschkalt ist, Kepsi? Ist echt übelst kalt. Wirklich, also bei uns sind tatsächlich 14 Grad, Kepsi. 14 Grad. 14, Alter. Das ist übelst kalt. Ich will meine 30 Grad plus wieder haben. So. Gudikowski, Leute. Wir gehen rein ins Game. Abgelehnt. Nee. Nee. So. Godoy, wo wohnt er denn? Böllner? Man könnte nochmal... Na, ich gehe erstmal zu Godoni, weil ich nicht weiß. Und in deinem Zimmer, da sind auch 14 Grad? Nee, da sind 10. Ich glaube, da... Na, oder 5 Grad. Es ist wirklich super kalt hier.
So. Also ich glaube echt, dass in unserem Zimmer wirklich 10 Grad oder so sind. Das kannst du echt keinem erzählen. Ja, wieso denn das jetzt? Es ist halt einfach zu kalt, ne? Ich finde das halt auch echt super unangenehm hier. So, warte mal. Wie willst du denn im Februar überleben? Ja, na dann, das ist ja was anderes. Dann weiß ich, okay, es wird jetzt kalt. Weißt du? Dann... Duke Manuel Godoy. Ah, Monsieur de Richet. You wouldn't have seen Duke Wo ist Manuel das by anders? any Ja, na, weil chance, would dann you? fahre ich ja dahin und weiß, oh, da ist es kalt. I wanted to Aber speak hier to ist es him, so, but ein Tag no heiß, one ein will Tag open kalt, the ein door. Tag heiß, ein Tag I'm kalt. not sure he's Total in there. dumm. If I want to pass through, I'll have to get Volner out of the way. Ja, das ist wirklich kalt, aber dann sitze ich mit meinem Kakao am Kamin. Wenn ich da hinein will, muss ich von Wöllner loswerden. Ausrede erfinden, um ins Zimmer zu gehen, hat er versucht reinzugehen, ihn loswerden, ihn woanders suchen lassen, ne? Perhaps he didn't hear you. Did you try entering? No, of course not. It would not be proper, after all. I've searched all over the manor, but I can't find him. One thing's for sure, Monsieur de Richet. He's neither in his room nor on this floor. I've just looked all over. I propose we both look for him. The first to find him tells the Duke that the other is also looking for him. Agreed? Perfect. Let's do that. I shall have a look in the library. If you find the Duke Library? before me, tell him I want to speak to him. Yes. Let's proceed as you Heißt, say. wir müssen dir einen Bollerwagen mit Kamin und Kakao besorgen? Ja, unbedingt. Unbedingt. Right. Now be a good boy and go look somewhere else. Don Quixote. Talking without thinking. Honey. Manuel Godoy. A painting of Mal himself gucken, ob wir in jetzt his hier room. irgendwas Well, anderes that's not going to finden. help him develop a sense of modesty. Glaube ich mit dir. Ach komm, als würdest du das ablehnen, bei einem kalten Wintertag mit einem Kakao am Kamin zu sitzen. Als würdest du das ablehnen. Charles IV of Spain. Now there's no chance of Godoy forgetting who he owes everything to. Brutus and his companions taking an oath to kill Caesar. Da muss ich mir aber noch passende Winterkluft Charles IV besorgen, of ey, Spain. um da wirklich Now zu there's no überleben. chance of Godoy forgetting who he owes Ich glaube, da everything komme ich to. hier meiner Deutschland-Winterkluft nicht weit. Maria Louisa of Parma. Although not Godoy's true love, the queen is his benefactor. Amber crystals. Bernsteinstück, sehr schön. So, komme ich auf den Balkon? Der hat über gar keinen. Hoch. Nö, ich würde das nicht ablehnen, aber um das voll genießen zu können, würde ich halt vorher raus in die Kälte. Ja, ich komme ja auch mit. Das ist auch kein Problem. Charles Ich bin IV da of ja Spain. Now there's no chance total of Godoy cool forgetting who he unterwegs owes und dann hinterher everything schön abends am Kamin sitzen mit einem Becher Kakao und Marshmallows drin. to. Don Quixote. The kiss of Gut, the also Judas, ach, warte mal, painted by hier. Caravaggio. Mary Louise of Parma. Maria Louise. How ironic having a painting. of Ja, the da werden die Queen of wahrscheinlich Spain alle in nochmal one's einkaufen room. gehen. Wahrscheinlich. So etwas bemerken. It looks like someone's hidden something on the back of this painting. Abends bin ich dabei, das It's siehst a du. letter. Of course, it's written in Spanish. And it reeks of lavender. Well, well, Mr. Godoy. You seem very interested in hiding this letter. Another secret romance, I presume? Nee, mach ich nicht. 4 Punkte ist mir zu wild.
Geehrter Herzog, ich möchte Ihnen die Informationen mitteilen, die unser Geheimdienst gesammelt hat. Wir können bestätigen, dass Herr Hay tatsächlich an einer Vereinbarung mit England arbeitet. Das Ziel scheint darin zu bestehen, die französische Wirtschaft und heimlich auch die spanische zu schwächen, indem sie unsere Seehandelsroute blockieren. Unsere Wirtschaft leidet bereits stark unter dem Embargo auf französischen Lebensmittel und solch eine Vereinbarung würde den Untergang für unsere Kolonien bedeuten. Ganz ohne Zweifel werden sie zügig eine diplomatische Lösung finden. Ich erwarte weitere Anweisungen. Gezeichnet Yoshi. Ah, guck mal, hier komme ich auf den Balkon. Wusste doch, er hat ihn. So. So, da gehe ich jetzt nicht rein, weil ich nicht weiß, was das für ein Raum ist. Letztens bin ich auch einfach reingegangen, da war die Episode einfach so zu Ende. So, hier gehe ich aber nochmal hin, weil hier ist ein bisschen abgesperrt. Finde ich aber echt cool, so am Wasser. So im Felsen ist bestimmt auch geile Atmosphäre. Das Meer, Höhe. Schon cool. Goodie. So, dann ja, gehen wir jetzt einfach mal wieder raus, weil ich jetzt hier nichts mehr finde. Müssen wir mal gucken, ob wir den noch finden. Der bei Emily vielleicht im Zimmer ist? Warte mal, das ist unser Zimmer? Ah, vielleicht wartet er auch bei uns im Zimmer. Aber das kann ich nicht riskieren. Dass der bei uns wartet, weil ich denke mal, wenn wir zu uns reingehen, wird der Tag vorbei sein. President George Washington. Gehen wir zum Washington rein. Ist er da, der Typ? Kann man hier? Achso, untersuchen wahrscheinlich wieder für einen Punkt. Locked. Hier, ich war hier hin. So, der ist auch nicht da. Ah, ja, okay. Kleiner Schlüssel. Teurer George, ich möchte Sie wie geplant zu mir nach Hause einladen. Ich habe Ihnen ein Projekt zu zeigen. Zunächst kennen wir ja, glaube ich, schon. Das kennen wir ja schon. Locked. Kleinen Schlüssel verwenden. Bist du heute Abend online? Wir sind heute Abend online, ja. Also ich werde wahrscheinlich auch streamen. Der Stream geht jetzt so ungefähr noch bis 13, 14 Uhr. Und dann startet der nächste so 18, 18:30 mit CTT heute. Ah, there's also a letter. Sehr geehrter Mr. President, ich antworte Ihnen so schnell wie mir möglich ist. Wir haben uns schon vor Ihrer Abreise darüber unterhalten, aber offensichtlich ist keine Besserung festzustellen. Ich bitte Sie dringlichst, meinen Rat zu folgen und sofort die Einnahme von Laudanum einzustellen. Ich bin bereits auf der Suche nach einem Ersatzmittel, aber ich fürchte, Sie werden nicht warten. Mit Ihrem übermäßigen Konsum setzen Sie sowohl Ihre Gesundheit als auch Ihre Chance, wiedergewählt zu werden, aufs Spiel. Ihre Sucht stellt eine Gefahr für die Ausübung Ihres Amtes dar, mein Freund. Ich fürchte, es gibt keine andere Lösung. Sie müssen mit der täglichen Einnahme aufhören. Hochachtungsvoll, Dr. Wade Tom. Das ist natürlich wild, wenn President in der Sucht verfallen ist. Ja, nee, TTT ist heute geplant. Mit die ollen Unzuverlässigen. Mit den Zweien, mit denen wir letzten Freitag Dämonologist gespielt haben.
Und genau, da ist heute TTT geplant. Mal sehen, wie es wird. Also ich bin ja da auch so richtig noobig unterwegs bei TTT. Und mal sehen. Ja, KFC, du lachst. Okay, was los, Blue Dragon? Also mit meinem Boomerang, da bin ich der King auf dem Feld. Ja, meistens ab und zu. So. Hab extra die 2 Games wieder installiert. Welche Games? Meinst du CBD hier? Ja, das kann sein. Boomerang spüre ich bis heute. Ja, das stimmt. Das war auch ein bisschen frech. Ja, und Demonologist. Achso, ne, das kann sein. Ja, aber heute ist halt TTT geplant. Aber du kannst ja auch immer mal wenn du bei uns im Discord bist, kannst du ja immer in Game Talk fragen, ob jemand Lust hat. Ne? Da gibt es ja auch einige, die haben halt vielleicht Lust auf DBD oder Demonologist, wenn wir halt mal nicht da sind. Das ist ja kein Problem. Ja. Oh, da war ich schon lange nicht mehr. So. Okay, ich kann runter. Aber ich will nochmal schnell zu Emily. Söldner? Nee, hab ich jetzt keinen Bock dahin zu gehen. Da weiß ich nicht, wer hier drinnen wohnt. Ich will mal kurz zu Emily. Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Emilys. Das... Hey, Peru's name tag's fallen off. Oh. And his door's ajar. Und dann gehen wir mal rein. Uiuiui, hat's aber jemand ganz schön wilder. Ich schreibe Ihnen, um mich für die von Ihnen gesendeten Geldmittel zu bedanken. Achso, ne, das kennen wir ja schon mit der... I'll retrieve it later. The Massacre of the Innocents, but by Van Harlem. I think that Mortimer likes to play mind games with his guests. Meine liebe Eleanor, ich schreibe dir, um dich meine Gedanken... Achso, das ist ein neuer Brief. Ich schreibe dir, um dich an meinen ruhigen Gedanken teilhaben zu lassen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich vermisse und wie sehr ich es bereue, nicht bei dir zu sein. Doch ich weiß, dass du tugendhaft, tapfer und sicher bei deiner Schwester Marie-Helene bist. Meine Fehler werde ich zwar nie wieder gut machen können, aber nun weiß ich, wie ich dich vor den Konsequenzen meiner Taten beschützen kann. Egal was geschehen mag, zweifle niemals an meiner Liebe und Hingabe für dich. Du musst mir glauben, dass ab jetzt alles besser werden wird. Ich werde dich beschützen, ganz gleich, welchen Preis ich dafür zahlen muss. Bleibe du stets nur ruhig und gelassen. In ewiger Liebe, dein stets stolzer Vater. Haben die beiden da eigentlich einen eigenen Server am Laufen? Kann mich nicht erinnern, bei denen schon mal TTT am Stream-Spieltitel gesehen zu haben. Oh, das weiß ich nicht. Wir haben gefragt und die haben gesagt, nee, die spielen ganz normal. Also jetzt ohne irgendwelche Add-ons oder so. Oder hier Mods, dass man was runterladen muss. Also ich hoffe mal, dass die Bescheid wissen. Und dass die einen Server haben, denke ich jetzt mal. Oder hoffe ich einfach mal. Okay. Weil ich gefragt habe, ob man schon vorab irgendwie was runterladen kann, so wie bei euch damals. Aber nö. Nice decor for a revolution. The Massacre of the Innocents by Rubens. Gut, haben wir hier noch irgendwie was auf dem Boden liegen? Guess my room is not that bad. Ohne Mods? Es gibt Maps, die keine Mods sind. Ich habe echt keine Ahnung. Wir sollen auf jeden Fall nichts runterladen vorher.
echt keine Ahnung. Ich vertraue jetzt einfach drauf, dass das irgendwie klappt heute Abend. Und wir nicht dastehen und dann noch 3 Stunden runterladen Duchess müssen. Emily Hillsborough. Oh, die ist gar nicht da. Mein Sonnenkrokus ist gar nicht da. Nein. Spannend, ne? Ich bin auch Duke sehr... Manuel Godoy. Bin auch sehr gespannt. Der jetzt da ist? Nee, ne? Godoy? Nee. Spielst du denn mit Capsi oder keine Zeit? Einfach die alten Mods runterladen, da wird schon 95% der guten Sachen dabei sein. Ja, ne, ich kann auch noch die alten Dinger runterladen, die, weiß noch nicht genug. Weiß es noch nicht genug? Eieiei, was fehlt denn noch, damit es genug weiß? So, hallo? Ich hin? Mal noch rüber. Ich habe Angst, dass es gleich vorbei ist. Hier ist er. Duke Manuel? Well, well. Monsieur de Richet, I was not expecting Nein, you. das war ein Scherz. I Lad am das not nicht in the wundern. mood, Nee, hätte ich sir, auch I nicht. warn you. Dann But you ramme ich so won't da am Ende sir. nur mit Arrows dann rum oder so. Nee. So. 2 Fehler noch möglich. Was wollen Sie von mir? Ihn auf Mortimers Seite ziehen. Irgendwie Angst. Lass den armen Kerl doch mal Piano spielen. Nee, ich muss den jetzt irgendwie überzeugen, aber ich weiß nicht, was ich anklicken soll. Das oder das? I see you're still feeling under pressure. Since your arrival, I've noticed that you've been on the defensive. It seems to me that Monsieur Peru has a knack for getting your back up. That is the least you can say. Indeed, I was warned. I knew what to expect. For God's sake. Ich traue dir da why viel in the zu hell nichts. did your Nee, nicht people bei execute their TNT king? nicht. Have the French gone Also stark da raving mad? There are nothing but monarchies in power in Europe. habe ich They keinen will Bock, all da mit come Arrows crashing down on rumzurammeln. you. We shall see. It might, well, turn out to be the opposite. Oh, Gott sei Dank. You certainly do not lack for audacity, young man. Just tell me one thing, monsieur. Why did you side with Mortimer? Naja, mit Arrows würdest du da nicht rumlaufen, aber dass da ewig nicht überprüft wurde, gibt es bestimmt ein paar Konflikte. Also das kann natürlich auch sein. Nee, nee, ich warte einfach bis heute Abend. Was heute Abend passiert. I do not see why you choose Mortimer. Das oder das? The Golden Order, my friend. Schon The falsch. Order is everywhere. We come from France. Oh, Schwäche We are ausgenutzt. president of the United States, England, and many other countries. We have ambitions and the means to carry them out. You'll see, once all hell breaks out and your English support starts to fade away. The Order is an international organization. It matters little what governments do. Otherwise, why would Mortimer have gone to the trouble of inviting my mother? Oh, okay. Zweimal noch. If Oh you're Gott. right, Sir Gregory has got it all Zweimal wrong. noch. Tell me, Fuck. do you really believe Spain has any interest in ceding Louisiana to France? Haben Sie etwa ernsthaft, dass Spanien ein Interesse daran haben könnte, Louisiana an Frankreich abzutreten? Was hätte er denn... Alter, 4 Points? Ne, 2. Duke Manuel, for Spain, I don't know. But for you, I'm convinced that Lord Mortimer will thank you generously. You would not be trying to bribe me, would you? Nothing could be further from my mind.
It would be an insult to believe that someone such as yourself might have a practical attitude towards its virtue. Even so, it is only natural that you be supported and encouraged if you were to follow Lord Mortimer, isn't it? Indeed, for services rendered, it would be natural for me to receive compensation for the time spent achieving such an undertaking, yes? Naturally. And, given your status, my Lord Duke, the compensation would have to be considerable. Naturally. Tell me one last Okay, thing. das letzte, What would I Leute. gain from all this? Lenkung. Ja, was sollen wir denn jetzt nehmen? Sollen wir jetzt... Also das wäre frei von Holm, nehme ich nicht. Entweder ich nehme, er würde seine Stelle am spanischen Hof festigen. Oder darüber reden, was er nicht verlieren würde. 3 Points, alter Verwalter. Ich rast hier aus. If you continue with home, our two countries will become rivals. It could turn into war. Who knows? It is likely even. A war, Duke Manuel. On our own territories. Do you really see yourself committing the Kingdom of Spain to an armed conflict against France? Can you imagine the financial investment required, not to mention the loss of lives and dishonor at the slightest defeat? Do you see yourself being the man responsible for that? No, but you are the one who's pushing me into it, you damned Frenchman! I'm not pushing you into anything, Duke Manuel. If you are a man of the future and of progress, as I'm given to believe, you will know how much suffering a war would bring. Come on, you fool, give it up. You're trapped like a rat. Da sitzt wie eine Listen, Ratte in der Falle. I am astounded. I did not think you capable, but you have succeeded. Jawohl, weil ich einfach I der will be Big more Boss bin. wary of you the next time. Nonetheless, if you can guarantee Lord Mortimer's support, then yes, you can count on my vote when the time comes. However, I expect you to be discreet with regard to my former partners, without which our agreement will become null Na, aber and void. selbstverständlich, Manuel. Of course, my Lord Duke. You can count on me. Lord Mortimer will be delighted to hear the news. I hope you know what you are getting into, Louis. I bid you good luck. Good night, my Lord Duke. Konfrontation That's erfolgreich. one thing out of the way. Jawohl, Leute, genau so wird nämlich konfrontiert. So, kann ich trotzdem nochmal mit dem reden? Leave me, sir. Oh, jetzt darf man uns nicht mehr sehen zusammen. Oh, okay. Judy, geh ins Bett. Nee, ich will noch kurz zu Emily und sie kurz bezirzen, wenn das gänge. Emily! Nee, Schloss knacken. Nee, ich muss jetzt erstmal die Punkte sparen, ey. 3 Points. Beziehungsweise 5. So. Oh, geil, wir haben den überzeugt, Leute. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Zu Emmy ins Bett, also ja. Ich würde gerne zu Emmy ins Bett, aber ich finde sie halt leider nicht. Hier vielleicht? Weil in ihrem Bett ist sie nicht. Vielleicht draußen im Garten. Wir gehen mal kurz raus in den Garten, bei Mondschein. Schön Romantik. Na, Romantik wird bei Yoshi groß geschrieben. Schon in deinem Bett? Ja, vielleicht liegt sie ja schon in meinem Bett. Kann ja sein. Letztens lag sie da. Aber ich glaube nicht, dass Emily hier sitzt. Ach, man kommt hier gar nicht mehr rein. Eieiei. Na dann. Ja, naja, ich werde jetzt auch in mein Bett gehen müssen, leider. Alone. Ohne meine Emily-Maus. Capsi, spielst du noch hier Baldur's Gate 3? Ja. Super. Freut mich, Capsi. Freut mich, dass du da so Freude an diesem Game hast. Mensch, wie komme ich denn jetzt hier schon wieder raus, ey? Das ist so ein richtiges wildes Labyrinth hier.
Ja, so, so und so. Und jetzt rein. Ab nach Hause ohne Pause, meine Damen und Herren. Suchen, nee. Schmutz. Ich brauche meine Points. Ich brauche meine Points. So, was haben wir hier? Eine Münze. Hab ich schon detected. Gelee. Ich brauche mal wieder Gelee. So. So, ne, von hier bin ich ja vorhin gekommen. Und hier komme ich nicht rein. Na gut, dann werde ich jetzt ins Bett gehen, leider. Wann fangt ihr an? Weil ihr wolltet doch. Ja, wenn ich irgendwann mal... Keine Ahnung. Wöllner, ich gehe nochmal zum Wölli rein. Wöllner, du geiler Bock. Wo haben wir uns versteckt? Schon im Nest? Nee, gar keiner da. Hä, wo sind denn alle? Oh, kennen wir schon? Ist ein bisschen creepy. Warum ist denn hier niemand? Gelee, Leute, Gelee. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, wenn es Schokolade gibt. Da ist einer. Guck mal, da ist hier Peru. Wie komme ich denn da hin? Peru, zu dir muss ich. Peru, hallo. Ein Stück Bernstein. Ich brauche doch was, wo ich mich über eure Entscheidung aufregen kann. Jetzt würdest du immer hier die perfekten Entscheidungen treffen, Capsi. So, ich muss jetzt eigentlich raus, rechts rum und dann dort wieder rein. Gehe ich. Peru, ich komme. Das habe ich auch nie behauptet. Regst du dich da auch immer auf, wenn du falsche Entscheidungen triffst? Gut, wir müssen jetzt links und dann einfach drüben wieder rein. Aber ich weiß nicht wo. Na gut, vielleicht ist das auch Peru sein Zimmer. Über euch macht das viel mehr Spaß. Das kann sein. Guck mal, da. Ah, guck mal, da steht er doch. Spielst du es eigentlich alleine oder spielst du es mit jemandem zusammen? Leave me, Dorishe. I don't feel like talking. Mütze, achso. Are you gonna keep sticking to me like glue? Hell's bells, I don't deserve this. There's nothing you can do for me. What's going on? Maybe I can help. Not anymore, you can't. Not against him. But thanks for the offer. Klar, ich bin your Who friend. are you talking about? You know very well. Lord Mortimer? You talk as if you were in danger, monsieur. Has he threatened you in any way? I'm done for, Monsieur de Richet. I played with the devil, and I lost. Are you afraid for your daughter? What are you? Be careful, de Richet. Be very careful Was what denn? Ich you're bin doch about eine to say if you Nette. don't want to Ganz go locker in deinem flying off Schlitz. the balcony. What do you know about her? Nothing apart from the fact that you love her and you're saying goodbye to her. I read your letter on your desk. I ought to get rid of you. Perhaps I can help you. The hero syndrome. Wolltest du nicht auch Divinity spielen? Ich hatte es extra irgendwie installiert gehabt. Ja, ich habe es auch wieder installiert, Capsi. Far away from me. That's it. What's more, no one must find out where or who Ich habe es auch wieder installiert. Ich habe auch mal alleine angefangen, Perfect. aber das hat dann nicht so viel Spaß gemacht Why say allein. Deswegen goodbye habe to ich es her? dann wieder She must still need you. ausgemacht. The only thing she needs is for him never to find her. Time is short, Louis. Follow my advice. Find your mother if she's still alive, and get out of here. Oh. Flee this damned island of doom. Are we in danger? You've been in danger since the minute you set foot on this rock. You
wants you. He's sizing you up. He is circling around you. It's blindingly obvious. Scheiße. Flattered as you are, will soon be running around for him just to keep your place among his precious few. It feels so good to be accepted by him. You will experience power, wealth, glory. He will give it all to you until one day you will feel so eaten up inside that you will no longer know who you are. You will find yourself void of all conscience, of all freedom. You can no longer look at yourself in the mirror without feeling sick. Refuse, I tell you. From now on, say no. No! You're a good man, Louis. You look after yourself. As for me, I shall take back my freedom tomorrow morning. I'm through with it all. There you go. Back in the saddle. I'm glad to hear it. Come on. It's late. I'd like to get some hoffentlich rest. macht er morgen keine Very Dummheiten. well. I'll leave you then. See you tomorrow, Monsieur. Wann planst du, die sich verlängernde Liste an Horrorspielen abzuarbeiten, die ich extra für dich sogar überarbeitet habe? Wenn ich wieder freitags Horror Night mache. Wahrscheinlich morgen schon. Ich guck mal, wie weit ich heute mit Dings komme. 2, 3 Koop-Horrorspiele habe ich auch schon mir angeguckt und schon auf die Wunschliste gepackt. Und ja. Wahrscheinlich morgen. Wahrscheinlich plane ich wieder so freitags oder Samstag Horror Nights ein. Dann auch gerade, Capsi, bald ist Halloween, bald ist Spuktober. Da brauche ich sowieso ganz viele Horrorspiele. Bicorn decorated with a cockade. The Beaucaire did. Also. It hasn't been signed yet, but there's a letter with it. Bald geht's wieder ab, Capsi. Im kommenden Monat. Wir wissen beide, Zeitmangel nicht, bla bla bla. So, Bonaparte is going to publish a book Kleine that he Gauner, didn't ne? write. Naja, so ist halt Bonaparte. Crafty little rascal. So, mein Problem ist aber, wo ist Emily? Ich brauche Emily. Ich brauche sie dringend. Duchess Emily Hillsborough. Komme ich nicht rein, ne? Kotzt mich an. Wo ist sie denn? Vielleicht liegt die wirklich bei mir im Bett, aber ich habe halt Angst, sie zu verpassen, tatsächlich. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Warte mal, ich gehe mal kurz zu ihm rein. Ah, ne, kann ich eh nicht rein. Die pennen alle schon. Ja, gut, oder die pennen halt alle schon, ne? Das kann natürlich auch sein. Weiß ich jetzt so nicht. Aber gut. Washington, da waren wir schon dran. So, und jetzt kommt unser Room. Ne, jetzt hier noch nicht. Hier ist Elizabeth drin. Gut, dann weiß ich nicht, wo ich Emily finde und Monsieur Johann van jetzt Wolde. einfach... Warte mal, ich gehe nochmal hier hoch. Vielleicht ist sie ja hier oben. Ah, ich komme nicht da hoch, okay. Na gut, ach komm, ist mir egal. Dann gibt es heute einfach keinen Bezirzen. Warte, ich gehe nochmal hier runter. What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. Und nix. Hier raus. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Komm nicht raus. So, hier waren wir ja schon drin, ne? Da war ja der Typ. Wie er Piano spielt. Und da drüben. Mal gucken, was der sagt.
I would like to come in. I am sorry, sir, but that is not possible for the moment. Why do you ask? Sir Gregory's orders, sir. Can you tell me where I can find Duke Manuel, please? Alas, I do not know, sir. I can only assure you he is not in the small salon. Very well. Na gut, da sind wahrscheinlich dort alle drin, die heute gegangen sind. Warte mal. Nee, ich weiß nicht, wo mein Zimmer ist schon wieder. Na gut, dann gehen wir jetzt nach Hause ohne Pause. Again. Duchess Emily Hillsborough. Sind wahrscheinlich unten alle jetzt in dem kleinen Salon. Emily! Good evening. Mein Gott, als hätte ich es geahnt, dass sie in meinem Bett wartet. Gut, direkt Bett. What a charming surprise. I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? Geh ins Bett, Louis. Das ist nicht die richtige, auf keinen Fall. That's not what I said. Ich hab das geahnt. You surprised me during the conference. Why is that? Well, you are going to lose. Ich habe aber mitgehofft, Köpsi. I believe he has every chance of winning. My, you are a rash one. However, if ever you want to change sides, please feel free to let me know. But tell me, you didn't come here to try and make me change my mind, did you? That's the last thing on my mind. Although you would have everything to gain by it. There's no point trying to persuade me. Don't hold it against me. Of course not, silly. Louis, if you trust me, you ought to ask yourself why I have chosen home. You do trust me, don't you? Of course, Emily. Admit, though, that it does make you think. There's still time, you know. Join us before it's too late. Unfortunately, my word is my bond. I don't want to leave Lord Mortimer in the lurch. Very well, as you wish. It's up to you to decide. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. My sister doesn't normally disappear like she has. Any news of your mother? Well, I should imagine you're still shaken. I promise to shed light on my mother's circumstances as soon as possible. There's not much to shed light on. What your mother did is inexcusable. She won the trust of my sister in order to more easily betray her. She didn't do anything to her. Can we change subject, please? I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. Oh. Ich kotze es an, dass überall die Hinweisdinger sind. Unten links, unten rechts. Oh, und ich hätte jetzt gedacht, die macht uns dass sie uns zur Sau macht, weil wir nicht die Seiten wechseln. Wieder Akt der Liebe. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, I need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richet? I don't know yet. I feel there's great potential in him. He looks like he can be trusted. And Duchess Hillsborough, why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not so fast, sir. She is an important figure. You ought to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been serving Mortimer for quite some time. It won't be easy to bring him around.
Do you feel all right, Mr. Godoy? You haven't said a word. Please excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh, I see. I think it is high time you left us then. Now! Oh. Eieiei. Emily? Hoffentlich können wir Emily vertrauen. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaube, die nutzt uns nur aus. Typical. There she goes again. What's with this habit of hers of taking off in the middle of the night? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal, I love you so. Sir, the conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Come on, Louis. The game is back on. My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you might well have a few questions to ask. As you know, the final vote will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir. Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache, and we shall be bored stiff. Oh, let me assure you, I am convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Luke Manuel? Well, you see, it is more complicated and it... Goodbye. Calm, Gregory. Don't try to impress my guests, please. They are not your guests. Gregory, anyone under my roof is by definition my guest. You included. I would be very grateful if you would let my guests speak. Duke Manuel, you were saying you still had some doubts? Well, you see, the situation has changed since last night. What's going on here, my Lord Duke? You see, I gave it some thought during the night. New arguments have come to light. What do you mean, Duke Manuel? Sir Gregory, I regret to inform you that Spain will not support you in this operation. I vote for. Moreover, in response to arguments brought to my attention, I declare war on France. What? What is he doing? If you think France is afraid of you, you are dreaming. Over 10 nations rise against you, young man, and you behave like a yapping little dog? When the French armies are at your door, my Lord Duke, you will change your tune. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? So Emily was playing at trying to win over guests last night? It was nothing more than a friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? Das ist natürlich jetzt, das tut weh hier im Herz. That leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. My Lord Duke this, and Madame Duchess that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string. Jacques, really? Let's end the charade. It's over. Jacques. My lord, thank you for everything you've done for me over the years. But it didn't come for free. And now I see the price is too high to pay. I'll stop. Come, Jacques, we'll talk it over. No, I'm finished.
I want my freedom back, my lord. I shall no longer work for you. Wait! Dorishe, you just can't help it, can you? Oh, Stop fuck. trying to play the hero, man! Er verdient das nicht. Ihn an sein Kind erinnern, ihm helfen. Er ist nicht er selbst. Jack, Bitte. don't do it. Bitte, er soll You're nicht a sterben. father. You owe it to... You bastard! Oh nein. Was? Wurde von Peru angeschossen. Okay, ich bin nicht tot. Okay, ich habe mit Lady geschlafen. Ich habe herausgefunden, dass Sir Gregory Hall von den Wöllner eine enge Beziehung miteinander haben. Ich habe herausgefunden, dass Lord Mortimer eine Rolle beim Aufstieg von Napoleon spielt. Ich habe herausgefunden, dass Peru alles für seine Tochter tun würde. Ich habe mich nicht von Lady Hilbo überzeugen lassen. Ich habe Manuel überzeugt. Ich habe an der Konferenz teilgenommen und ich habe mich für Lord Mortimers Seite entschieden. Gut, ohne Erfolg. Peru hat uns abgeknallt oder angeknallt. Ich hätte mich von Lady überzeugen lassen können und ich hätte Holmes folgen können. Ja, das war jetzt ein bisschen wild. Wild. Aber Peru lebt wahrscheinlich noch. Also ich denke jetzt mal nicht, dass er gestorben ist. War eine gute Folge. War echt eine klasse Folge. Das hätte nicht besser laufen können. Guck mal, wir haben 8 Punkte uns verdient. Richtig wild. Guck mal, da können wir hier Wissenschaft ballern. Das ballern. So, oder warte mal, Belassenheit. Nee, das nehmen wir nochmal raus, weil die haben ja schon gut Punkte. Politik. So, das machen wir noch. Jetzt haben wir noch 3. Wissenschaft oder Belesenheit? Das. Oh. Naja, gut, immer. Ach, Mann! Schade. Ich hätte echt gedacht, ich krieg den irgendwie gerettet, den Typen. Louis, are you awake? Oh, ist das Peru? Ah, it looks like he's coming around. So, nee, ist nicht Peru. You gave us a mighty fright, sir. A veritable force of nature. It's hard to believe, isn't it? Scheiße. That's a Sarah's boy, all right. Slowly, Louis. Take your time. Mr. President? I've got a bat. Careful, you haven't fully recovered. Scheiße, Peru ist wahrscheinlich tot. You've had rather a close call, Louis. We're all relieved to see you back with us. My friends, this is a great relief to us all. But please, let Louis recover now. See you later. Get some rest. Manuskript. Befragung, Gewandtheit, Sprache, Manipulation, Logik. So. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but Das kann man ja auch schon alles. Inspiration of St. Matthew. Gut, also wir haben eigentlich Matthew jetzt writing his gar gospel, nichts. dictated to him by voices that honey, the remedy of Honig, the gods. Gelee. Sehr gut. Okay, wir kommen raus auf jeden Fall. Oh, Washington. Washington sitzt noch hier und... Saint Jerome in the Ancient, Saturn devouring his son, Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes.
Slowly now. It's a miracle that you're still alive, so let's not force it. Yes, don't worry. The bastard really let me have it. You have given us a fine lesson in courage, Louis. Can't say it's done you much good. But still, not everyone would have done it. What's happened to Peru? He has withdrawn into silence. Lord Mortimer gave him something to calm him down, and let's just say it was Na gut, aber lebt noch. He's locked in his room in a nearly catatonic state. We can't exactly say it's good for our business, Louis. What do you mean? We just lost a vote for Mortimer's cause at the conference. I must admit that's not the first thing that came into my mind. Don't get me wrong. It's not that I am indifferent to Peru's personal tragedy, but I simply can't forget the interests of my nation. All is not lost. I have faith that Mortimer will find a solution. And I'm certain it won't be long before he lets us know what it is. What would you say to a cup of herbal tea? It'll do you a world of good. With pleasure. Kräutertee. Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. Louis, open up, please. Coming, Mr. President, I'm coming. Louis. There you are at last. Yes, I just saw your mother. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Eieiei, jetzt geht's los. Emilys Zimmer war auf jeden Fall Nähe Mainz, aber ob jetzt links rum oder rechts rum, I don't know. Duchess Emily Hillsborough. I do believe that's Emily's voice. Wenn ich jetzt hier reingehe. Im Balkon bin. I have to get inside Emily's room through the... Shit! It's locked. Drei will ich jetzt nie ausgeben. Sind das schon wieder zu? Damn it! It's closed. Seems like the key is still in the lock on the other side. That means I won't be able to pick it. Or I could do as I did the last time in the tower room. I wonder if I can get the key by pushing something underneath and making it fall. It's not a very complex lock. I'm sure I can force it if I can just find something to smash it with. Slowly, Louis. Nice and slow. Sehr schön. I must act fast. Ich kann sagen, nicht, dass jetzt hier noch einer liegt. So, und jetzt müsste ja jetzt hier eigentlich das Zimmer sein. It's as if there are several people inside. Once again, you're the one who's the victim in all this. What are you on about now? I should never have told you what happened to me. What on earth is... You... Mother? How dare you do this to me? You can talk. After everything I've done for you. Ah. You're joking, I hope. Right? I gave you my life. That's enough, Emma.
Now that Louis is here, you will leave Sarah alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. What? Honestly, don't be ridiculous. No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. After everything we've been through together. Yes, well... Don't you dare bring him into this. This is between you and me. I ask for nothing more, so stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch! How dare you! Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. I'm the one who told you everything that's been going on while you were away. Go on then. Ich gehe erstmal pinkeln, Leute. Wir machen eine kurze Pause. Da hole ich mir schnell einen Topf. Ei. Wer ist denn jetzt Emily, Leute? That's what you want, isn't it? You want to kill me. Go on then, shoot! After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for this. Go on, shoot! Sorry, Louis, I can't shoot her. She's my sister. That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on, Louis, tell her who the real Emily is. Wait, That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Well, Ich glaube, das ist Louis, Emily. come on, you know Vor how to mir. tell us apart, right? Yes, but... I'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open, Louis. Let's see. How can I tell them apart? Wait, I've got an idea. On the night of our arrival... You gave me something. I wasn't feeling very well, and you gave me something. What was it? My handkerchief. And you even kept it. It was stained with your blood. Louis, I already told her. This is all a waste of time. I'm the one who told you. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor. Ich glaube, das ist Emily. Wie hat Mortimer uns willkommen geheißen? Weiß ich selber nicht mehr. When we arrived at the manor, someone was already present in the Great Hall. Who was it? President Washington. She knows about this part as well. I'm warning you. Obviously, I told you. Very well. Let's try something else. Oh Mann. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. Do you remember if we saw each other that night or not? Not at all. Don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. I'll have to find something better. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Boah, weiß ich doch Come nicht. on, she's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. In the secret room behind the study. Talk to them about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance of Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night? Von den Gegenständen erzählen, die wir gefunden haben. Was hat es sie hinter dem Kamin so bewegt?
Wo befanden wir uns? We found ourselves in Mortimer's secret gallery. What did we find in that room? A load of old junk that Mortimer had collected. A so-called Pandora's box in the form of an urn. An old sheepskin that he must take for the Golden Fleece. The Bible of Judas. Property deeds as old as the hills. And a broken old sword. You are wasting your time, Louis. She already knows all that. Of course I do. I was there. That's enough! I've had enough of this charade. Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well. Let's talk about us. Worüber haben wir uns gestern Nacht unterhalten? Was wollte sie gestern Nacht von mir? Soll ich das mal nehmen? Ist die Emily nicht schwach gegen Manipulation? Last night, when you came to my room, what exactly did you expect from me? Exactly what happened. I was hoping you would share your bed with me. What? Which I did. And it was delicious, sir. What do you mean? It was delicious. You little slut. What did you do? Believe it or not, Louis, out of fear of her jealousy, I didn't tell Emma that we spent last night together. I hate you! That's enough, both of you. Now I know who the real Emily is. Aber sie steht vor mir, weil ich glaube, dass Emily Manipulation ihre Schwachstelle war und nicht Immunität. It's you, Emily. No, Louis. She is manipulating you. No, Emma. It's her. I know it. Despite all the trouble you've gone to put one over on me, I know it is her. That's enough now, Emma. You little slut. Don't think you are going to get away with this so easily. You are going to stop your little game right now. Raus? Never. I am Duchess Hills. No. Emily? I am the Duchess. But... You don't. Dear God, what have I done? See what you've done. Ist das jetzt... See? Kriegen wir jetzt raus, wer die richtige ist? Louis? Mother! What on earth is... Go away! You must go. Everyone is going to arrive. Louis, what's going on? Duchess, is everything all right? Come on, Louis. There's nothing more you can do. But I... Leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you Haben wir there. jetzt die richtige erschossen oder nicht? Ich weiß es nicht. Emily. Madam, I am coming in. It was bound to end like this, Louis. Let me stay with her. Please. Go. I'll cover you. What? What are you doing there? Ist das jetzt die richtige Emily gewesen? Ey. God damn it. Now what's going on? Boah, hoffentlich war das jetzt die richtige... Hallo, hier liegt ein Toter. Das interessiert offensichtlich niemanden. Okay, na gut. Dann soll es jetzt sein. Oh, scheiße, ey, war das jetzt die richtige Emily oder nicht? Oh Mann. Ich weiß es nicht. Am Ende war es nicht die richtige. Good God. They're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer? Can anyone hear anything through the door? Ich gehe einfach. Mir gerade zu blöd, aber komisch, dass der Wöllner da unten liegt. Oder da drüben auf dem Balkon liegt. Also, ach, warte mal, ich kann ja mal gucken. Warte mal, es war doch eigentlich...
Immunität. Ach nee, Schwäche Psychologie. Ja, ob wir jetzt die richtig erschossen haben am Ende, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob wir die richtig erschossen haben. Ich hoffe es jetzt einfach mal sehr, sehr stark. Wild einfach nur. Wild, wild, wild. Ging jetzt aber auch heiß her. Ich hätte echt tatsächlich gedacht, weißt du, aber am Ende stimmt das gar nicht, dass die Mutter ja alle killt, sondern am Ende ist das halt wirklich irgendjemand anderes. Ne? Der das bloß meiner Mutter anhängen will. All right. I've retrieved everything. Oh, viermal Gelee. Oh, sehr schön, das schmeckt mir aber. Amber crystals. Oh, Bernstein. Geil. Look at this. Oh, jetzt ging es aber auch heiß her, ey. Mann, Mann, Mann. Ein bisschen wild hier. Gut. Ich hoffe, wir haben echt die richtige erschossen, sonst muss ich nochmal neu anfangen. Ich weiß nicht, ob sie gesagt hätte, ich bin Emma. Oder ob sie am Ende auch so reagiert hätte, so, oh nein und oh. Also haben wir gestern mit Emma gepoppt. Naja, ist auch nicht so schlecht. Gut. So, Krypta. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ey. Unsere Mutter. Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No. That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I've found you. I'm ready, Mother. If only... Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational. I know you are going to find this hard to believe, but what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And 2 of them are present on this island. Right. So let me guess. Lord Mortimer and Sir Gregory, right? You felt it too? No, even if Home does look the part. But I don't know who else could do it, given that we're on their territory. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. Oh, keine Ahnung, ob das stimmt. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Home had sent Volner to get it for him.
Holm and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis, not just those two. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? Ich weiß nicht, ob das stimmt. I came across his family tree in his study. An only son. Since the Third Crusade. The fall of St. John of Acre, Louis. The fall of St. John of Acre. Well, those property deeds across the world, all signed by the same Ich weiß hand, nicht, ob das stimmt. and over several centuries. Ich vertraue ja jetzt einfach mal der I Mutter. found your notes, written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? No, I didn't. Why? Good. We'll deal with it later. I went beyond the Nightmare Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course, it was during Das that Datum habe ich nicht siege begriffen. that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? Henna, das ist doch aber alles was Offizielles, oder? Das hat jetzt alles nichts mit Dämonen zu tun. Moin, Drain. Na, Drain, wie geht's? I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Holm are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Louis, I am proud of you. You came all this way. You found me. You have surpassed me. You taught me everything I know. Right. Also, ich glaube nicht, How dass did das it all jetzt begin? Dämonen I sind. saw him. What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. Wie geht's? I traveled Ganz the okay. Und world dir, in search Drain? of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked. Aluminium, Hallöchen. Grüß dich, Composed wie of geht's? 7 parts. Each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him. Or rather, he found me. He was young, charismatic, he was flamboyant. Wait a minute, who are you talking about? Von Borchardt? No, Mortimer, of course. He was a veritable Mortimer? Ich dachte, mine of Mortimer ist knowledge. ein I showed him the Dämon. book, Hä? and he was able to Glaub's decipher a nicht. few passages. We spent several months together studying the pages. Super, noch ein bisschen müde. Bis spät ins Bett. Ich weiß nicht so gut. Ui, das klingt natürlich nicht so gut, Aluminium. Dann gute Besserung oder hoffentlich löst sich dein Problem bald oder ja, hoffentlich geht es dir bald wieder besser. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me.
but I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. Er schlug mir vor, ihm zu folgen und mich von ihm unterrichten zu lassen. Er wollte meine Erlaubnis, mich auszubilden. And you refused, of course. Why, naturally, Louis. You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later, in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741 in Poland, 1749 in India. 8 years ago in Venice. Ja, We die ist agreed nicht ganz never to dicht, speak about oder? what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchart's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute, one last thing. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Do you know who killed her? Absolutely not. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Ja, gut, klären wir später. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier Points zu verballern. Once we get back to Paris, be sure I won't be letting it go. We'll see in Paris, then. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's Ich glaube, in ich that gehe wieder. letter, Ich muss and I einfach mal nach. beseech you Aluminium to macht believe das. that Wenn it es dir is the besser geht least oder of du our Ablenkung brauchst, worries. kommst du wieder. We can sort Ansonsten that nimm out dir die later. Zeit, je nachdem. Ich hoffe, es ist nicht so dramatisch. Gute Besserung, ne? Good. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He wants the United States to occupy all the North American territory. France should recover Louisiana and give it to the United States. In that case, the Americans would just have to push west to chase the Spanish from the continent once and for all. And as Mortimer controls Washington, you may just as well say that it will put him at the head of a world superpower. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters.
are you gonna tell me why we're here? Ich schaff's irgendwie jetzt gerade nicht. There. That's why we are here. Nazareth, Bethlehem. Bitte nicht. Okay. Ich hätte Zeuge von Napoleons Entschlossenheit werden können. Ich hätte mit Piaget über seine Beweggründe reden können. Ich hätte etwas über Dit erfahren. Ich hätte durch Zimmer gehen können und auf den Balkon zu gelangen. Na gut. Ich bin durch Napoleons Zimmer gegangen, ohne Spuren zu hinterlassen. Ich habe eine der Hibbers Zwillingsschwestern beschützt. Na, hoffentlich die richtige. Hoffentlich die richtige. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects. 5, natürlich. Are the 5 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Ah, nee, 3 Baller ist nicht. I can always go and see Piaggi. He's a cardinal after all. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. 6466. Was 6646, ne? Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. Gut. An exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. Na gut. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise?
Boah, The ich most weiß nicht, ob das influential stimmt. politicians in the Western world gather together without the least protection, So. without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6466. 646. Das haben wir ja. Na gut, dann, You ought to go, Louis. Boah. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. Ich glaube, ich muss nochmal mit der reden. Ich glaube, ich muss mir das aufschreiben. Ich dachte, das steht auch mit dabei. Warte mal, Drücker. Achso, es steht ja da. Geheimzimmer in der Porträtgalerie mit Emma im Turmzimmer benutzt. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. This is the book in which you left I your know, no? correspondence Okay. with Duchess Hillsborough, isn't it? That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. Okay, steht das da jetzt hier bei der Turmbibel? Turm benutzt. Na gut. Okay, dann... Ja, das wird jetzt ein Akt. Ich sag's, wie es ist. Boah. Dass das Spiel jetzt sich so, jetzt so wild wird, hätte ich auch nicht gedacht. Gut, dann. Ja, wo gehen wir da jetzt erstmal hin? War die Mutti tatsächlich in dem Keller? Die war tatsächlich dort in dem Keller. Die hat tatsächlich dort die ganze Zeit gehaust. War wild. Versteckt in seinem Arbeitszimmer. So, dann gehen wir jetzt erstmal hoch mit und holen die Nägel. So. Da. Ja, wir müssen jetzt das alles finden, was jetzt rechts dort steht. Wobei, hier steht Kreuz von Clemens, Notiz schon gefunden. Verstehe nicht, warum das da noch steht bei Finde, aber okay. So, wir müssen jetzt aber erstmal das Arbeitszimmer finden. Monsieur Jacques Perreux? So, Perro darf ich wahrscheinlich nicht rein. So.
Schwidewidupapa. Wie lange hast du gestern noch gestreamt, Ryan? Ach, Ryan sage ich schon. Drain. Sorry. Ich habe es gestern gesehen, wo ich ausgemacht habe. Dachte ich, na nö. Es streamt ja einer. Nicht lang, nur 2 Stunden. Ach so. Ich dachte, bis heute früh irgendwann, deswegen bist du müde. So, wo geht es denn jetzt nach oben? Menschenskind. Menschenskind, hier geht's nach oben. So, wir müssen jetzt ins Arbeitszimmer. Ist aber auch gefährlich. Kommst die Treppen hoch und schon das Loch. Da kann man nicht rein. Super, hier ist auch gerade nobody. Ich hätte übelst Angst, dass jetzt hier jemand kommt. Right. This time, it'll be a lot quicker. You are quicker. If I remember rightly, the code was 1191. Ja, der Code war 1191. Let's go. Daran erinnern, was ich getan habe. Ach ja, so. Ab nach Hause ohne Pause? So, jetzt aber. Of course. Na ja, los jetzt. Das kennen wir doch schon. So, in irgendeinem Kelch sollen die sein, glaube ich. Ja, hier. There. Those are the nails I was looking for. I noticed they were old and rusty, but I hadn't noticed these traces of... Could that be blood? Is it really the relic of the Holy Cross? I can hardly believe it. Hä, fein, ein Kreuz? Kreuz von Clemens. Sarahs Notiz schon gefunden. Ja, und wo? Hä? Gut. Gehen wir mal jetzt hier raus. Alter, das werde ich wahrscheinlich nie verstehen. All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Na dann, Neutech, moinsen zusammen, wie geht's euch? Ja, soweit okay. Wie geht's dir, Neu? Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Hallo? Manchmal bleibt er einfach stehen, so random. Oh, das geht jetzt flott. So, wir gehen jetzt ins Turmzimmer. Turmzimmer. Oh, guck mal, das ist direkt hier vor uns. So, und dann verließen sie ihn, weil ich da nicht weiß, wo es die... Ah, Louis. Glad you're here. Alter. Blasted. He's gonna... Aus der Fassung. Jemand hat dich aus der Fassung gebracht. Der Einsatz von Fertigkeiten kostet dich mehr Konzentrationspunkte als normal. Aber nicht, wenn ich mein Golden Elixier nehme. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish 2 different writing styles. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain there must be more. Shit. What on earth is he doing?
Super, noch einen Monat und dann geht's los mit der Vorbereitung zur Umschulung. Und Starfield saugt meine Seele aus. Ich muss echt aufpassen, nicht süchtig davon zu werden. Echt so gut. Ja. Ja, das spielen sehr viele. Wenn ich immer mal reingucke, sieht schon nicht schlecht aus, aber ich glaube nicht, dass es so was für mich wäre. Aber cool, wenn es dir gefällt. Und cool mit der Umschulung. Du kannst jetzt noch einen Monat zocken und entspannen und dann... If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers. That's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louis. No, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let Was go. ist das dann für eine He's going Umschulung to work neu? his way back to the Bible if he continues. So, jetzt. Hallo? Hey, look, there. No, I don't Umschulung see zum anything. Bauzeichner. Oh, cool. Look. Cool, cool. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Someone's clearly drawn a Und wird, glaube ich, auch fork übelst in oft the dust. gebraucht. I have a clue. I better take the Bible before he works his way back to it. So. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortar world must ripen in our rays. A chest with the occult symbol representing air. Gold Elixir. The Bible's still there. So, und dann verließen sie ihn. Dann habe ich keine Ahnung, wo ich den restlichen Gedöns herbekomme. Die Vergütung ist wohl im ersten Jahr nach der Umschulung relativ hoch, laut Statistik im Durchschnitt die bei 3.100. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Voll cool. Nee, freut mich für dich. So, Geheimzimmer in der Porträtgalerie. Was ist denn jetzt die Porträtgalerie? Ist das jetzt die... Porträtgalerie draußen. Alright. Dann ab nach unten und dann gehen wir wohl mal in die Porträtgalerie, meine Damen und Herren. Aber die Amelarsphäre... Ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Moment. Crazy. Crazy. So, mein Sohn. Das war nicht so richtig. Nee, das war jetzt nicht so richtig. Aber das ist nicht so schlimm. Ich gehe jetzt da raus und dann rüber. Aber zu Emily wollte ich auch noch mal kurz. Muss ja gucken, wie es meiner Mausi geht. Und ob ich die richtig erschossen habe. Nee, dass das jetzt Emma ist dort, die dort liegt. Ist das ein Sherlock-Spiel? Gibt es zumindest solche Vibes. Es ist so eine Art wie Sherlock, ja. Du musst halt auch hier so Fälle lösen. Beziehungsweise deine Mutter ist am Anfang verschwunden und du musst erstmal rausfinden, was hier passiert ist. Und passieren Morde und musste Leute befragen und gucken, ob du denen glauben kannst. Intrigen, Lügen. Das volle Programm. Ich finde das Spiel nicht schlecht, aber ich finde, es ist so ein bisschen too much. Also manchmal... Ja. So. Typischer Unity-Stream. So, die Exegese der Judas. Geheimzimmer in der Porträtgalerie. Yoshi, ich habe da mal eine Frage, wenn ich dich gerade sehe. Ja, Nebel, hallo? Frag, was du möchtest. Und ich werde dir zu 95% eine Antwort geben können. Nee, frag. Frag. Hallo Yoshi. Hallo Nebel.
So, wir sind auf jeden Fall nicht in der Porträtgalerie. Das ist schon mal Fakt. Ich bin dumm. Ich bin ein dummes Kind. Hast du schon mal Layers of Fear gespielt? Eben Trailer angesehen und dachte, es sieht gut aus, aber ich vertraue da dir, weil du Profi bist. Also ich persönlich finde den ersten Teil spitzer. Den zweiten Teil nicht so gut. Beziehungsweise hat mit dem ersten Teil nicht so viel mehr zu tun. Aber ist trotzdem nicht schlecht. Und der dritte Teil ist eine Mischung aus Teil 1, Teil 2 und was dazwischen abgeht. Also wenn, dann würde ich dir den letzten Teil empfehlen, weil da kannst du gleich alle Teile in einem Ritt spielen. Mit zwischendurch so hängende. Wusste doch, du bist Profi, ja. Auch immer. Aber viele sagen, der zweite Teil war auch nicht schlecht, aber ich fand ihn halt jetzt nicht so gut. Ehrlich gesagt. Right. Also gut schon, aber hat mich jetzt nicht so umgeruppt. So, also hier kriege ich jetzt diese... An die Alien Isolation ins Herz sehen, wenn du auf Horror stehst. Alien Isolation ist auch gut, ja. Aber Layers of Fear ist dann doch schon... Gerade der erste Teil ist schon so... Den ersten Teil, der ist so... Der ist Liebe. So, muss ich jetzt... Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? Ich weiß aktuell nicht, was ich spielen soll. Mir macht nichts Spaß. Sitze am PC, schaue 2 bis 3 YouTube-Videos und mach wieder aus. Ei. Aber gut, kenne ich. Kenn ich. Aber da, wenn du da wirklich mal Layers of Fear spielen möchtest, das kann ich dir nur empfehlen. Also, ja. Ansonsten Horror kann ich dir gerne auch ein paar schicken. Welche Horrorspiele? Gerade so kurze, knackige Horrorspiele finde ich persönlich immer ganz gut, anstatt so die 50.000 Stunden gehen. So, wo kriege ich denn jetzt hier so eine kleinere? Ja, wahrscheinlich nicht hier. Ich brauche das Ding in klein. Ich habe keins, muss mir taugen. Das stimmt. Ich muss sagen, ich habe auch, also gut, ich mag jetzt nicht, mag jetzt hier keine Souls-like-Games zum Beispiel, aber sonst bin ich eigentlich auch offen von jedem Spiel. Bernstein, sehr gut. Sherlock, zum Beispiel magst du Sherlock Holmes? Nebel, da kann ich dir zum Beispiel die ganze Spielreihe von Sherlock Holmes, den ersten, den zweiten und jetzt hier auch den dritten, kann ich dir, also gerade weil die auch nicht zu lange gehen und das ist halt auch echt cool. Und das ist so ein bisschen düster, Horror ist nicht ganz so viel und macht super viel Spaß. Ich bei dir gesehen. Okay. Dann. Wo kriege ich das denn in klein her? Der sagt mir nichts. Gut, das ist definitiv eine, aber ich muss eine finden, die ich bei mir tragen kann. Alter. Notfallalarm, Probewarnung. Alter. Alter Verwalter. Boah, scheiße, ey. Das hatte ich ja noch nie gehabt. Oberalarm, ey. Holy shit, Alter. Dishonored, das ist auch ein cooles Spiel. Das stimmt, das ist auch eine coole. Atomic Heart habe ich persönlich noch nie gespielt, aber soll sehr wild sein, das Game.
Alter, ich dachte jetzt gerade, jetzt brechen sie bei uns ein oder so. Weil, ich glaube, dieses Jahr war ja schon mal Probealarm. Da hat mein Handy nicht geklingelt. Da wäre ich draufgegangen, wenn Alarm gewesen wäre. Alarm, Alarm. Bei uns gerade die Sirenen. Ah, jetzt bei uns auch. Jetzt geht's bei uns auch rund. Boah, wenn ich jetzt im Auto gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich erstmal ins Feld gefahren. So, wo krieg ich denn jetzt diese Amelaras-Gedönssphäre her? Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Hab aber keine Nachricht auf mein Handy bekommen, doch ich schon hier. Hardcore, mich hätte jetzt da. Boah, das hätte mich jetzt echt weggezimmert. So, wo kriege ich jetzt die Amelar-Sphäre her? Ich bin ja aber auch schon in der... Ach so, warte mal, da muss ich da jetzt diesen Ding wieder machen. Steht aber meistens vorher in der Zeitung, die man ja als moderner Mensch so viel liest. Ja, stimmt. Das muss mir, glaube ich, entfallen sein. Da muss ich wahrscheinlich diesen Artikel gerade überlesen haben. So, warte mal. Die Medusa. Wie war denn das Rätsel? Der Penismann. Schild in Richtung Schwert. So, der Penismann, der ist schon mal richtig. So, bist du richtig, du? Ja. Der tut sich auch in die richtige Position. Sehr gut. Der Penismann, ja. Hier sind 3 Statuen, die haben Penises. Siehst du? Und die guckt zum Penismann mit Schild. Das ist nicht alles Penismänner? Na, das war gerade Medusa. Die hat keinen. So that's Pandora's box? An urn? Penises ist die Mehrzahl wahrscheinlich. Penises. Die hat Tentakeln, ja, die hat Tentakeln, die hat keinen Penis. Exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. Ja, aber wir brauchen die jetzt hier. Und du wunderst dich, dass du gefeuert wurdest, Yoshi. Mortimer's the author of this work. He talks about his passion for art. Caesar's laurel wreath. Oh, das kann ja schon mal passieren, Mensch. Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. Ach, ich hatte gestern auch mal so im Internet geguckt nach so Stellen in Dresden hier. Ah, ich weiß nicht. Das ist alles so wild. Bei den manchen denke ich mir so, ah, klingt cool, aber weiß auch nicht. Ich kann mich irgendwie nicht anfreunden, mich wegzubewerben. Aber ich glaube, das wäre das Beste, was mir passieren könnte. Ich habe halt einfach Angst, in die Scheiße zu greifen. Weil jetzt habe ich ja wirklich ein chilliges Leben dort. Mir geht's gut. Gut Geld, gute Zeiten. Gott, bis auf die Zeiten, das ist halt das Einzige, was mich ankotzt. Dass ich da nicht so flexibel arbeiten kann, wie ich das halt gerne will. Ansonsten bin ich ja eigentlich happy. Und ich habe halt einfach Angst, dass das dann nicht mehr so ist, weißt du? Aber mal gucken, vielleicht ringe ich mich einfach dazu durch, um mir einen 20-Stunden-Job zu suchen. Let's not waste any more time. So, jetzt brauche ich das in klein. Wo bekomme ich das in klein her? Wobei Kreuz von Clemens steht schon gefunden. Ich gehe nochmal zur Mutti runter. Manchmal bereue ich auch mein Leben in Freising aufgegeben zu haben. Beamte chillig hoch 10, aber ich wäre an Langeweile verkümmert. Ja, eben, das ist... Mir macht das halt...
an sich viel Spaß und ich finde auch, ich bin gut in dem, was ich tue, gerade weil da auch viele ältere Leute kommen oder viele Leute, die Geldprobleme haben oder die halt einfach geistig nicht ganz so fit sind, ne? Und dann finde ich das halt immer so schlimm, wenn da welche sitzen, was übelste Zicken sind oder die sich einfach um die Leute nicht kümmern. Da denke ich mir immer, ach, wenn ich jetzt gehe, wer weiß, wer sich dann hinsetzt und die Leute freuen sich ja. Viele kommen ja auch nur zu mir und sagen, ach Mensch, die sind so lieb und Da denke ich immer, ach, ich kann nicht gehen. Aber auf der anderen Seite ist mir das einfach mittlerweile zu langweilig, weißt du, weil ich lieber andere Dinge tun will. Gerade mit dem Sprechen oder so zum Beispiel, weißt du? Da würde ich mich einfach gerne mehr Zeit investieren. Werde Tätowierer, Yoshi. Da kannst du mich und Nebel voll klatschen. Warum nicht? Gibt halt auch einen Unterschied zwischen 3 Jahre bis Rente oder 30. Ja, ganz genau. Ganz genau. Wenn ich jetzt natürlich nur noch 3 Jahre hätte, dann würde ich auch denken, ach komm. Aber ich denke mir halt, weil ich habe letztes Jahr eine kennengelernt, die in einem Sprachkurs und die hat gesagt, die war, was war die denn eigentlich? Eventmanagerin oder sowas. Und die hat dann gesagt, okay, pass auf, ich kündige jetzt einfach meinen Job, hat ein halbes Jahr arbeitslos gemacht und hat in dem halben Jahr alles gegeben, um Sprecherin zu werden. Und die hat gesagt, hat sie jetzt auch echt hingekriegt, sie verdient jetzt damit ihr Geld. Also echt cool. Und sie hat halt einfach gesagt, sie hat es einfach zeitlich nicht geschafft, weil sie 40 Stunden da gearbeitet hat. Und du hast dann einfach hinterher die Zeit nicht. Dann hat sie halt noch ein Kind, das natürlich auch bespaßt werden muss und sowas. Und bin ich halt deswegen am Überlegen, ob ich mir halt einen 20-Stunden-Job hier in Dresden suche. Um halt die anderen 20.000, 30.000 Stunden dafür zu investieren. Mal sehen. So. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. Auf dich vor Yuji auszuziehen. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea. But it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. Ja, stimmt, Nebel. Die sehen alle hier irgendwie sehr wild aus. Die sehen alle sehr, sehr wild aus. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Nee, ich versuche keine 3 Punkte zu verballern. I can always go and see Piagi fragen. He's a cardinal after all. Piagi. Gut, den Rest habe ich schon. Tschüss. Was macht sie also nach Hogwarts? So, wir brauchen jetzt noch dieses Gedöns und das Kreuz von Clemens, ne? Obwohl da drinne, naja. Da kann ich ja Piagri fragen. Aber wir wollten ja eh noch mal kurz zur Emily, unserer Maus. Die Sirene klingt so, wie als wenn jemand einer Katze auf den Schwanz getreten hätte. Ja, es klang echt sehr komisch. Bei uns auch. Aber wie gesagt, ich habe das nicht auf... Wenn ich auf Arbeit gewesen wäre, hätte ich es mitbekommen. Da hätten die wahrscheinlich schon drüber gesprochen heute. Oder hätte unser Chef uns gewarnt. So. Gut. Wir suchen jetzt mal Piagri und unsere Emily. Dazu gehen wir hier hoch. Monsieur Johann van Wöllner? Nee, Wöllner wollen wir nicht. Vor kurzem Sea of Stars gespielt. 16-Bit Final Fantasy, ein S-Spiel vor kurzem rausgekommen. Sehr unterhaltsam, aber auch sehr knackig. Ich glaube, das hat Mario die Woche auch schon mal gespielt. Ich glaube, das hat er gespielt diese Woche irgendwann.
Nee, wer ist denn jetzt hier? Hallo? Was ist denn eigentlich auch mit Wöllner passiert? Wöllner lag ja dort draußen. Offensichtlich hat es keinen interessiert, ne? Schubidu. Emily. Emily ist sogar da in der Haus. Wöllner klingt wie ein Ikea-Regal, ja. Wo ist denn Emily? Addressed to Emma. 2 coils circle the lock. Wieso? Moino, Moino Cray. Na, Cray? Was geht ab? Danke für Ihre Informationen. Ich habe einiges über die Namen herausgefunden, die Sie mir gegeben haben. George Washington ist vertrauenswürdig. Trotz seines offensichtlichen Talents für Politik hat er sich seine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit bewahrt. Andererseits machte er bereits Geschäfte mit Lord Mortimer, wie Sie sicher wissen. Das erschwert es, ihn für unsere Sache zu gewinnen. Napoleon war mir bis heute gänzlich unbekannt. Er ist ein leidenschaftlicher, junger, französischer Soldat, dem Mortimer eine große Zukunft voraussagt. Geben Sie Acht, er hat starke Überzeugungen, was ihn meiner Meinung nach zu einer potenziellen Gefahr macht. Was Sarah betrifft, was gibt es da noch zu sagen? Sie kennen sich bereits. Sie wurde offenbar von Lord Mortimer eingeladen, um eine Angelegenheit in Paris zu besprechen, bei der es um einen Abnehmer gestohlener Kunstgegenstände geht. Bis bald. Wir sind nun neu vor TX Twitch Prime Schätzeleins. Neu! Will Pinguine-Emotes haben. Neu, dankeschön. Vielen, vielen Dank für dein Primarino. Vielen Dank, ganz viel Spaß mit den Pinguin-Emotes. Danke, danke, danke dir. Dankeschön, dass wir deine Primarinos sein dürfen. Danke, 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 dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Ray, wie geht's dir? Neu, 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 dankeschön. Danke, danke, dankeschön. Das ist Evgenie. Aber schon. Gut, dir. Joa. So. Pinguin-Emotes. Pinguin-Emotes. Wo ist denn jetzt Emily, Mensch? Jedes Mal, wenn ich meine Maus suche, dann ist sie einfach nie da. Lady Waldegrave by Reynolds. Painted upon the request of the Waldegrave family in an effort to find them a husband. Wir haben bestimmt die falsche erschossen. Ich wette mit euch. Children at the orphanage in Harlem. Ich finde es gut, dass Yushi bei 11 Uhr ihre Umgebung dem Spiel anpasst. 11 Uhr? Wie meinst du das? Duke Manuel Godoy. Die Sonne scheint und bei dir ist es duster. Ja, bei uns ist ja wirklich duster draußen. Bei uns ist wirklich keine Sonne. So, ich habe jetzt die Rollos statt gerade so gemacht, damit Sonnenschein reinkommt. Aber leuchtet bei uns keine Sonne heute. Bei uns ist heute nur Depri-Stimmung. Sogar mit Lichterkette. Sogar mit Lichterkette. Nur für euch. Aber wenn ich das halt so ganz offen habe, kommt die Lichterkette nicht ganz so zum Vorschein. Deswegen muss man sich schon ein bisschen anpassen. Huh, that's me. Da fehlt das Dosenbier. Ja, das stimmt. Das Dosenbier habe ich leider nicht hier. Inferno by Dante. Abandon hope. Danke, Yoshi, habe ich all ye who enter here. Weihnachten-Vibes jetzt noch Lovely Lebkuchen. lecture, Oh. Saint Saturn to Ich Saint musste echt Jerome letztens the kämpfen, Angel. dass ich Lebkuchen nicht Yet mitnehme. again, Aber ich art dachte, with nee, jetzt noch undertones nicht. with an image Jetzt of a noch saint nicht. hearing voices. Und die sind sogar in vegan. Habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mich schon innerlich aufgeregt, wo ich die Dinger da stehen sehen habe. Dachte ich, oh, die kannst du eh nicht essen. Ne? Last Judgment.
Why do I always get the most Aber terrifying room? sind echt Then vegan, Credulity also of St. krass. Thomas. Jetzt Why sind is die noch Caravaggio saftig. represented St. Thomas putting his finger Ich wollte in it? eigentlich mir viele nee, heute früh habe ich mir auch irgendwie ein Video angeschaut von damals, vom letzten Jahr, um die Zeit, ich weiß nicht warum, aber und da fiel mir auf, dass wir letztes Jahr Herbstdeko hatten, dass wir ja so Blätter und so, dachte ich, oh, könnte ich bald mal runtergehen in den Keller und die Herbstdeko rausholen. Also so viel haben wir ja hier nicht geschmückt, weil einfach keinen Bock. Aber wenigstens so ein paar Blätter, weißt du? Ich habe auch schon Spekulatius zu Hause, ich bereue nichts. Ja, nee, wahrscheinlich. Das Wochenende werde ich auch Lebkuchen holen. So, mein Sohn. Ich brauche jetzt ein Kreuz von Clemens. Hiagi, hier. Komm, bist du jetzt zu Hause? Bitte seid... Ja, er ist da. Ah, Louis. Ah, Louis, come on, my friend. Your timing is impeccable. I wanted to have a word with you. Oh. Oh, here we go. I was wondering how you are getting on in your search for our poor Sarah. Jetzt so eine You richtige must have Entscheidung war, made oder? some progress, I should think. I am terribly worried about her, you know. Come on, get out of here, Louis. You're in a hurry. Any news of her? Unfortunately not. No. Are you sure? You know, Louis, I don't want to put you on the spot, but I sense you are worried. Ja, lass and mich in that you are Ruhe. not telling me everything. What exactly did you come Ja, das looking for das hat in mich my irgendwie room? getriggert. What do you mean? Louis, I was not born yesterday, you know. When you came in, I saw in your face a hint of disappointment at finding me here. I concluded Doch. that you were hoping you wouldn't run into me. Ja doch, habe ich eigentlich schon gehofft. You came here for something else. No. You're mistaken. I was just passing by. I shall leave you, Your Eminence. I wouldn't want to take up your time. As you wish, Louis. See you later. Na, see you later. Am Ende bist du der Dämon. Man darf keinen mehr trauen. So, jetzt brauchen wir bloß noch hier dieses... Das kleine Ding. Wo bekommen wir das her? Auch das in klein. So, jetzt im Nachhinein bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es auf der Gamescom keine Infos zu dem neuen Fable gab. My dear Joel, Oh, I'd like to invite you to join me as planned. ich weiß nicht, ob ich die überhaupt sehen will. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, soll das nicht eh nächstes Jahr irgendwann kommen? Oder 25 sogar? Golden Elixir. Gold. So, also habt ihr auch nicht so ein Fable für. Ja, nee, das stimmt. Ist denn Datum überhaupt? Na, ich habe zumindest irgendwas mal gelesen. Entweder 24 oder 25, oder weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ja, guck mal, wir sind jetzt immer bei den Wöllner. Chest locked with a 4-letter code. Wo ist Surely Ason we're close Sensei? to the Oder er owner's schläft heart. wahrscheinlich noch. Ich weiß es nicht. Oder ist bei der Uni, keine Ahnung. Gestern hat er verschlafen. Da wollte er eigentlich um 8 Uhr aufstehen und kam erst um 11. The alchemist is an old man.
Ryan, wann geht bei dir die Umschulung los? Ende Oktober? Oder was war's? 9.10. Da hast du bis dahin jetzt frei sozusagen, oder? Oh. August 24th. Wo ist das? June 11th. So würde ich das auch nennen. A novel of the initiation of a young woman into polite society. Hey, Elizabeth. She's eh dead. My dear Elizabeth. Du und dein Hase. Ihr seid die größten Siebköpfe komplett EU-weit bestimmt schon 3-mal geschrieben und war privat 2-mal. Ah, weißt du, Ryan. Es ist, wie es ist manchmal. Ey, das, was du privat mit Hase schreibst, das weiß ich ja nicht. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Bei mir am 16.10. beginnt Vorbereitungszeit, wo dann meine Lerndefizite ausgeglichen werden. Und am 16.01. beginnt die Umschulung. Duke Manuel Godoy. Ja. Godoy, ja, ich gehe auch mal hier rein. Das habe ich ihm auch gerade gesagt. Ja, echt mal. Ryan, du bist raus schon wieder. Du bist raus. Aber cool. Cool, cool. Da geht's aber euch beiden dann bald richtig los. Ah, ich hasse einfach Lernen. Also wirklich. Das ist für mich einfach nur wild. Maria Louisa of Parma. Although not Godoy's true love, the Queen is his benefactress according to some people. Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. Achso, ja, ich laufe dann immer wieder nur zurück. Ah, dann müsstest du den Verlauf nach 22 Uhr lesen. Uiuiui. Uiuiui. Also sollte ich mal mir mal sein Handy schnappen. Monsieur Napoleon Bonaparte. Ja, da waren wir ja gerade dran. Hier dürfen wir nicht rein. Gut, gehe ich nochmal nach unten gucken. Weil dein Handy, ich muss lesen. Genau. Gib jetzt mal bitte Nebel dein Handy. Komm, zack, zack. Saturn devouring his son. Lord Mortimer certainly has Wusste a doch. taste for blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Jetzt geht's los, ja. So, guckt mal. Vielleicht gibt's ja hier so eine... Circe preparing wine. Romney painted Lady Hamilton as Circe. Schöns. This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Oh, ist das ekelhaft. Gott, ey. Circe. So, hier ist aber jetzt der... Die Bibo. Mensch, ey, ich spiele jetzt schon seit 3 Stunden und wir haben einfach gefühlt noch gar nichts erreicht hier. Expressly forbade me from reading it. Ich dachte, dass wir wenigstens eine Episode heute durchbekommen. Liberty or death? So, wo finde ich das denn jetzt hier in klein? Celia. That name means nothing to me. Yoshi, ja, Nebel. Christ crucified. Ah, François Ier. Receiving the Holy So, ich stelle Symbol, dann mal weiter. Das a David painting noch by zuvor. Raphael.
Aber noch verspätetes Frühstück besorgen gehen. Ab zum Bäcker. Fühlt euch neu. Dankeschön fürs dabei sein. Dankeschön für dein Primarino und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Daddeln und bleib gesund. Und wir knuddeln dich zurück. Mach's gut, bis bald. Ciao. Seit wann lebst du vegan? Boah, schon eine Weile. Boah, gute Frage, weiß ich gar nicht. Halbes Jahr oder so. Ich glaube, so Anfang des Jahres dann so in der Dreh. Ich dann zu den Veganos gewechselt. Ich wilde Hilde. Also knapp 2 Jahren vegetarisch und seit einem halben Jahr dann... Oder schon länger, ich weiß es gar nicht. Könnte auch länger sein, ich weiß es. Wobei Weihnachten letztes Jahr... Weiß nicht. Irgendwann Anfang des Jahres hätte ich gedacht, so Januar, Februar, März. Kekse waren nicht vegan. Ja, dann war es Weihnachten noch nicht. Es kann so Januar, Februar, März gewesen sein. April. In der Dreh irgendwas. Und mir geht's super damit. Mir geht's super damit und vor allen Dingen auch, ja, nee, mir geht's super damit. Und mittlerweile juckt mich das auch nicht, die Diskussion immer mit meinen Kollegen. Letztens bin ich einfach aufgestanden und habe gesagt, mir wird das hier langsam einfach zu blöd mit euch. Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? Ja, weiß ich doch nicht. Sag mir doch mal bitte, wo ich eine kleinere finden kann. Ah. Auch schon gemacht. Einfach aufstehen und gehen. Ja. Und dann wurde mir hinterhergerufen, ja, ich wusste ja nicht, dass sich das stört oder so. Also, da habe ich dann auch gedacht. Weil das Thema, das wurde so... Ich habe nichts dagegen, wenn man sich mal drüber unterhält oder so. Oder... Keine Ahnung. Aber ich habe einfach keinen Bock, wenn ein Thema Stunden ausgearbeitet wird und da noch ins Kleinste und dort noch und ja, aber und die und jenes. Habe ich dann, also irgendwann nach einer... Wirklich, es war knapp halbe, dreiviertel Stunde. Habe ich dann gesagt, es ist mir jetzt echt zu blöd. Sorry. Bin gegangen. Es war mir egal. Bin ich rausgegangen. Das war mir einfach echt zu blöd. Letztens habe ich auch zu meiner Kollegin gesagt, ich so, weißt du, du musst die Scheiße auch nicht mehr fressen. Ganz ehrlich, weil die ging mir jedes Mal, wenn ich irgendwas zu essen mit habe, sagt sie, das sieht aus wie Pappe, das sieht aus wie Chemie, das stinkt wie Chemie, wo ich sage, das stinkt überhaupt nicht nach Chemie. Das sieht auch nicht aus wie Chemie. Letztens hat sogar mein Kollege gesagt, weil ich hatte falsches Cordon Bleu mit, hat er gesagt, oh, das sieht ja echt aus wie echtes Cordon Bleu. Ja, da ging es natürlich auch schon wieder ab am Essenstisch. Aber da habe ich dann, also sonst bin ich eigentlich nicht so vulgär mit meiner Aussprache, aber dort habe ich dann gesagt, also du musst es nicht fressen, ganz ehrlich. Also, es ist mir so egal, wer hier was zu essen mitbringt. Alles andere nützt ja auch nichts mehr. Nee, aber mir geht es einfach so richtig auf den Sack. Muss sie ja nicht essen. Super, oder? Ja. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Kriege ich jetzt das Gedöns her. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Oh, guck mal, hier waren wir noch nicht. Ah, hier sieht so aus, als könnte es das geben. Nee, aber ist mir mittlerweile total egal. Gold Elixier. No space left. I'll retrieve the Chronicles of the Amber Princes, as I recall. Ach, gibt's ja echt nicht dieses Gedöns? Mensch. Not too shocked. I beg your pardon?
About Peru this morning. I asked you if you weren't too shocked by it all. Das ist immer mein Hauptargument. Mehr für dich? Ich esse dir nichts weg, aber diskutiert auch eigentlich keiner mehr mit mir. Das letzte ist seitdem nicht mehr am Essenstisch in der Firma aufgetaucht. Also es ist bei uns auch ruhiger geworden, nachdem ich in letzter Zeit manchmal ein bisschen vulgär unterwegs war. Aber kommt halt dann trotzdem ab und an noch. Und wo ich mir denke, also gerade so, man sieht nicht, dass das Chemie oder Pappe oder was weiß ich, was die dann immer erzählen. Wo ich sage, das sieht nicht anders aus als dein Essen. Also, weil letztens hatte ich nur Nudeln mit Soße mit. Der sagt so, das sieht ja auch aus wie Pappe. Da dachte ich, was ist denn jetzt an Nudeln so falsch? Also, das ist schon bei der Person so drinne, so Hauptsache Gauzen. Ich habe noch gar nicht meinen Nap aufgemacht. Verstehe ich nicht. Ganz genau. Yes, of course. I still can't believe it. And, Aber ja, ist mir auch mittlerweile egal. Letztens, Leute, waren wir grillen auf Arbeit, hatten wir ja Teamtag und ich hatte mir meinen eigenen Grillkäse mitgebracht, weil der vegan war. Und ich wollte andere ja nicht belasten, mein Essen zu besorgen, deswegen habe ich aufgeschrieben, ich bringe mein Essen selber mit. Ich hatte, wie gesagt, veganen Grillkäse mit. So, die anderen hatten normalen Grillkäse mit. Meine Kollegin stand am Grill, hat gesagt, so, Essen ist fertig, bla bla. Brachte mir meinen Käse und sagte, feuerte mir das hin. Oh, also das sieht ja schon eklig aus, ne? Das sieht ja richtig zusammengepappt aus. So, dachte ich, okay, krass. Finde ich jetzt persönlich nicht, aber ich dachte, streiten tun wir uns mal ja nicht am Tisch. Und dann kam eine andere Kollegin mit ihrem richtigen Grillkäse. Der sah genauso aus. Der sah exakt genauso aus. Der sah genauso aus. Der war rund, da waren Kräuter drauf und der sah genauso aus. Bloß, dass ich eben meins in so einer Pappschale da hatte oder was da drin war. Und meine andere Kollegin guckte mich so an, so, Käse sieht Käse aus. Das sieht genauso aus. Grillkäse sieht da doch alles. Ja, es sah auch alles gleich aus. Mein veganer Käse sah auch aus wie der richtige Käse von der anderen. Verstehe ich nicht. Ich begreife nicht, aber das ist so einfach so eine Grundeinstellung. Es ist scheiße. Und dann aber, wenn ich mit ihr drüber rede, oder wie zum Beispiel letztens, waren wir wegen Teamtag Weihnachten hatten wir letztens wegen Weihnachten geredet. Da sagt sie, nee, da hat eine andere Kollegin gesagt, wir können ja Pferdekutsche machen. Da habe ich gesagt, nee, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Und die Kollegin sagt, nee, ich eigentlich auch nicht, weil mir die Pferde so leid tun. So. Aber wenn ich dann sage, ich esse das Fleisch nicht mehr, weil mir die Tiere leid tun, dann ist es total falsch. Das ist richtig scheiße. Aber Kutschfahrt, let's go. Da denke ich mir immer, das beißt sich total. Oh, da könnte ich mich aufregen, wirklich. Das ist einfach selten dämlich. Das ist richtig hohl. Das ist auch, wenn einer sagt, nee, ich bin gerade auf Diät. Da raste die total aus. Ja, in dem Abnehmwahn, ihr geht bestimmt kotzen hinterher und oh Gott. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich von meiner Arbeit auch weg will. Genau, das ist sie und mit ihr arbeite ich unmittelbar nebeneinander zusammen. Die Kollegin ist ein richtiges Herzchen. Könnte ich die mal so vorgestellt bekommen? Auf die habe ich richtig Bock. Das können wir uns gerne mal treffen. Machen wir mal Teamtag und dann bringe ich sie immer mit. Nee. Als wenn man den Grill kontaminiert und er erstmal in den Weltraum geworfen. Ja, es ist total bescheuert. Das hatte ich auch letztes Jahr beim Grillen. Ich habe nichts gesagt und eine Dame da meinte, mein Zeug sollte nicht zu nah an ihres. Hey, was soll denn das? Die braucht was zum Motzen. Die hat sonst nichts im Leben. Nee, die hat auch sonst nichts im Leben. Daheim ist die Kacke am Dampfen mit ihrem Mann und mit ihrem Haus und alles drum und dran. Da ist die Kacke richtig gerade am Dampfen.
Deswegen denke ich mir, dann benimm dich doch auf Arbeit wenigstens so. Benimm dich doch auf Arbeit wenigstens normal. Dass ihr Fleisch noch vegan wird, ja. Mir hat man mal einen eigenen Grill hingestellt, damit mein Essen deren Essen nicht berührt. Was ist das denn? Die Leute, die sind richtig beschränkt manchmal. Wirklich richtig beschränkt. Tell me, I was wondering. Ich verstehe es einfach nicht. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Oh, ask Wollner. I am sure he will know. What with him being Wöllner lag passionate doch about letztens astronomy, im... you ought to get on fine together. Wöllner Leave me now. lag doch letztens auf dem Balkon, oder Need nicht? to think of a solution. I won't keep you any Nee, longer. aber weiß ich See you nicht. later, Also, wie gesagt, das ist auch ein Hauptgrund, warum ich weggehe, weil mich das nervt. Also wirklich ungelogen, das nach einer Zeit belastet einen das richtig doll, weil du weißt, oh scheiße, gleich ist Mittag und gleich geht's los mit, jetzt musst du dich wieder rechtfertigen oder so. Oder, also muss ich nicht, ich gehe dann meistens einfach, aber trotzdem hat man ja einfach keinen Bock auf den Scheiß. Ja, so. Aber dass die Leute so durchdrehen und sagen, mein Essen soll nicht deins berühren, das ist halt einfach schon dumm. Das ist halt einfach so richtig dumm. Da merkt man aber wirklich, was, weiß ich nicht, was die Leute da so bewegt dazu, so zu sein. Oh, geil. Guck mal, wir haben schon wieder einen dritten Point bekommen. Sind wir jetzt von hier gekommen oder von da? Ich weiß es nicht. Ja, aber ganz, ganz schlimm. Also wie gesagt, meine Kollegin in der Hinsicht, die ist da wirklich krank. Wirklich wild. Wir haben ja jetzt eine neue Kollegin seit Oktober. Seit August. Und die trinkt, aber das hat meine andere Kollegin noch nicht gesehen. Manchmal trinken die ja Wife-Food oder wie das heißt, zum Mittag. Mutig, mutig. Wenn das die Kollegin sieht, dann ist Polen offen. Wo ich mir denke, das kann jedem total egal sein, wer was isst und nicht. Mir ist das total egal. Und ich lebe nur vegetarisch. Ich freue mich schon wieder auf Weihnachten und die Zeit darum. Das ist immer das... Ja, das stimmt. Das, also Weihnachten und so, das stimmt. Da habe ich meistens dann auch immer keinen Bock, da irgendwas zu tun. Die tun ja auch immer so, als würde es auch nie was zu essen geben. Die sagen dann immer, na, was isst du da dazu? Oder was isst du da? Und ich denke mir immer so, ja, Grashalm draußen, weißt du? Das ist immer... Es dauert etwas, dann lernt man das zu dem. Ich liebe Weihnachten und Co. als Veganer. Echt? Na, mal sehen. Ich finde, meine Großeltern sind in der Hinsicht super entspannt. Ich habe denen das gesagt und da war alles jo. Klar, die verstehen es jetzt nicht, weil die sagen, okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber die gehen mir halt einfach nicht auf den Sack. Ne? Einfach easy peasy. Ja, aber mir ist das mittlerweile auch total egal. Das ist auch... Letztens hatte ich auch veganen Joghurt mit auf Arbeit. Aber auch wieder Action da. Ich sag's, wie es ist. Das war auch akut, ey. So, was haben wir hier? Godi. So, ich muss aber jetzt Wölni fragen. Wölni, aber ich weiß nicht, wo Wölni ist. Und Nebel, hast du da jetzt heute Homeoffice, oder? Warte mal, stand da jetzt nicht Wölni? Ah, nee, Napoleon wohnt hier. Kochst du dir dann immer selbst was, oder fahrt ihr generell für euch? Also ich bin halt meistens dann noch bei der Familie. So, hier weiß ich nicht. Müsste Wölni sein. Wölni! Ich bringe mir Würstchen mit. Papa schaut, dass Kartoffelsalat nicht kontaminiert ist und beziehungsweise macht 2 Schüsseln. Oh, das ist nett. Da!
Perfect. Perfekt. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Oh, das hoffe ich jetzt auch für dich, aber gut. Geil, wir haben es. Wir haben es. Ab in den Garten. Tims Mama ist immer süß. Die hat immer eine Alternative für mich da, aber bei meiner Familie darf ich das ja nicht voraussetzen. Eieiei. Das stimmt, aber ich fühle es, Gray. Ich fühle es so sehr. Das ist gut. Bei uns ist meistens so, dass wir meistens, oder je nachdem, ob Vario Bock drauf hat, mit isst. Ansonsten machen wir für uns unsere eigene Schüssel. Ansonsten mache ich für mich meine eigene Schüssel und bringe meine Würste mit. Wenn wir jetzt so das Standardessen essen. Mache ich mir auch keinen harten draus. Das ist mir auch mittlerweile total egal. Bin die Woche krank geschrieben, muss meine Katze zwangsernähren. Oh nein, was hat die denn, die kleine Maus? Gute Besserung für deine Süße. Aber das ist lieb von Tims Mama. So, jetzt geht's um die Wurst, ne? Jetzt haben wir hier diese Zahlen und ich habe keine Ahnung, wie es geht. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. Kreuz! Kreuz. Ich plane einfach mal ein richtiges Festmahl und die können da ihre ekligen Rouladen essen oder so. Oder so. Oder so, ja, das stimmt. Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices Scheiße, ich habe jetzt aber myself. keinen Bock mehr, dass mir meine All I Hand can abflattert. say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Und ja, ist ja super. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and 1 in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the Kann end die of sich nicht me. auch mal ein bisschen What did you do umhosen? then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Boah, shit, Mektit. Shit, Mektit. This exegesis contains comments from Jetzt Judas wird's on the wild. different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. So, wir müssen erstmal den Ort. Das ist jetzt egal, mit was ich anfange? Wenn ich jetzt so mit... Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, War das jetzt? 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Keine Ahnung. Chapter 5, verse 2. Now, there is at Jerusalem, by the sheep market, a pool, which is called, in the Hebrew tongue, Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of the blind, halting, and withered, waiting for the moving of the water. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Genau, okay. Setze das Kreuz in die Steuerkonsole ein. Bis wollen.
It looks like there are 3 types of inscriptions. Clearly, we have names of towns, Arabian numerals, and Roman numerals. Habe ich jetzt Zahlen? Arabisch und römische Zahlen. Oh, keine Ahnung. Herausfinden, wie es funktioniert. Oh, na gut, das wissen wir ja The eigentlich. fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, Wieder Alarm. focus on another theme about Christ. Geburt Jesu, I'll have to nee. trust her. Geburt Christus nicht. Oh. So, wo kann ich jetzt das Kreuz reinhämmern? Hier. Boah, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, ne? Keine Ahnung. Mach das jetzt einfach mal. Hier ist da. Das wird wahrscheinlich total falsch sein. Hier ist da. Kapitel 4. Vers 2. Interesting. Louis, be very careful. Ah! I got the same result just before losing my Passiert arm. dann das bei allen dann, dass so ein bisschen aufgeht? Oder ich habe keinen Bock, meine Hand jetzt zu verlieren. Gott, nee, ich habe Angst. Nee, ich verliere bestimmt meine Hand dabei. Wundere euch, wie gut sie vorbereitet ist. Müsst ihr erst Papier und Stift suchen. Ich habe immer meinen Notizblock. Ich habe immer meinen Notizblock und meinen Stift dabei. Also eine richtige Detektivin, Nebel, hat das immer beim Mann. Hab ich immer bei mir. Ich habe auch genügend Blöcke, falls ein Block mal leer wird oder ich Wasser drüber kippe oder irgendwas passiert damit. Bin immer super vorbereitet. Ich lese mir das doch jetzt hier nicht alles durch, ey. The moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right. Okay, oder eine and Lupe. goes Ja, through the ja, following das stimmt. stages. Ja, ich brauche nochmal so ein Waxing richtiges crescents, Notizbuch. first Wollte ich mir schon immer mal holen, was ich dann wirklich so waxing aufklappen kann. Full moon, Oh ne, jetzt habe ich waning mich gibbous, angemalt, glaube ich. last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with a full shadowed new moon. Nee. Also ich werde wahrscheinlich auch The meine moon Hand verlieren shadow hier. moves from west to east. Ich weiß nicht, ob der mir hier irgendwas sagt dabei. 7th of Shaban, 607, first quarter. Und ein Hut. Ja, und ein Hut. Ja, das stimmt. Lupe, Hut und das Notizbuch. Das wäre echt der Hit. Great, honey. So, Leute. Ich habe gerade ein bisschen Angst, ne? Weiß nicht, was ich habe echt keine Ahnung, was ich hier tun soll. Also ich kann jetzt hier alles Mögliche probieren. Ich weiß echt nicht. Und eine Pfeife. Ja, stimmt, und eine Pfeife so. Ja. Chapter 1, verse 9. Aber ich kann ja nochmal Jesus gucken, was Jordan. baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Kapitel 1, Vers 9. Bethesda. Für 4 oder so. Vers 2. Wir gucken mal, was jetzt kommt, wenn wir jetzt Jordan nehmen. Die Nägel hineinstecken. Zack, zack, zack. Wir nehmen jetzt mal Jordan.
1 und 9. Also es geht alles nur so ein bisschen auf, ne? Interesting. Louis, be very careful. I got the same result, just before losing my arm. Warte mal, ich gehe mal kurz raus hier. Weg! Hallo? Weißt du was, Grace? Sie würde damit bezaubern. Ja, das weiß ich nicht. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices Aber das könnte ich myself. als Halloween-Idee, Verkleidung All machen. I can say is So ein that you have Detektiv, to aber so mit insert Blut und so. 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Und was, wenn ich einfach so random was anklicke? Geht das Loch dann auch auf? Mal, wenn ich jetzt einfach zum Beispiel Nazareth anklicke, das und das. Leute, ich hab das nicht gewusst. It works. Ich hab das nicht gewusst. Ich sollte heute Lotto spielen. Sollte ich Lotto spielen. Scheiße, oh, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Das ist mir mega unangenehm. Ich sollte Lotto spielen. Ich wollte... Oh, scheiße. Das ist mir mega unangenehm jetzt. Seht ihr die Scham in meinen Augen? Scheiße. Ui, ui, ui. Ui, ich wollte einfach nur wissen, ob das Loch auch aufgeht. Weil... Gott, ey, das ist jetzt echt also unangenehm. Also wirklich. There must surely be a connection between the wheels. Oh. Gut, aber am Ende ist es noch nicht so richtig. Man weiß es ja nicht. Wenn er schneidet er mir halt jetzt trotzdem gleich die Hand ab. There are different icons on this wheel, but it looks... Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. Gott. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Ah, jetzt schneidet er trotzdem meine Hand wahrscheinlich an. Nee, warte mal, ich tue nochmal Hand herausnehmen. Ich nehme nochmal Hand heraus. Ich tue nochmal ein bisschen analysieren hier. Ich weiß nicht, ob am Ende ist es auch falsch. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the Ich weiß, theme was I habe ich chose denn jetzt into an überhaupt icon. gewählt? Then to a date. And finally, the date to the moon. Ich weiß nicht mal, was ich angeklickt habe. Nazareth weiß ich, aber dann hört's auf. Ach, guck mal hier. Nazareth. Zack. Erst. Das muss ich jetzt irgendwie verbinden. Und wo? Hier? Das Rad mit dem Datumsangaben drin. So, das muss ich... Ach so. Rad mit dem Symbolen drehen. Let's see what combination corresponds. Danke für den to the Clip, chosen Nebel. theme. Datum wählen, das Symbol. To follow the resurrection theme, I should select the halo. So, Symbol in Heiligenschein. Ist das schon der heilige Schein da?
Also wirklich, wenn das jetzt richtig war... Ja doch, wir hatten ja schon den Heiligenschein. Dann sollte ich echt Lotto spielen heute. Also dann... Dann ist es soweit. Das Rad hat den Datum drehen. Das Jahrhundert wahrscheinlich. Gibt es noch was anderes mit 3? So, dann den Mond. Warte mal. Hier, guck mal. Mondphasen. Kann man doch bestimmt jetzt hier rausfinden. Mond. Gut, nee. Gibt's nichts mit 3? Dann nicht. Buch. Orte. Nazareth. Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. Im Heiligenschein am He appeared 14. with a halo above his head. 14. Was mit 14. Ein. Welchen Mond? Welche Mondphase? 14. Nisan 3797. Chapter 24, verse 3. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee." Okay, aber das hat mir jetzt... Gut, aber zumindest 14. Okay, dann... Ah, warte mal. Themen vielleicht noch? Themen... Kreuzigung, Abendmahl, Wiederauferstehung. Der ist, Chapter 24, genau, der ist ja wieder auferstanden. Der verse Typ. 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. Ach so. He appeared with a halo above his head. Zurück. So, habe ich jetzt hier irgendwas mit 14.? Naja. The moon's shadow moves from Wandert west von to Westen east. nach Osten. Nach Osten. Toll. During new moon, Neumond ist, befindet sich der Mond vollständig im Schatten. Danach bewegt sich der Schatten von Westen nach Osten, also von links nach rechts. Dabei werden folgende Mondphasen durchlaufen. Jetzt geht's los. And goes through the following states: waxing crescent, first quarter, waxing Na gut. gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, Na gut, das and okay. the cycle starts over with the full shadowed new moon. Zurück. Ja, und brauche ich jetzt... Gerade mit dem Datum. Haben wir da irgendwas? 14.? Wir haben nichts mit 14. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Datum aushören. Mondphase. Boah, so viele. Machen wir mal. According to the architect's notes in the armillary sphere, the moon during the resurrection was a waxing gibbous. That's the one on which the Zunehmender shadow on the Dreiviertel. right is just a small crescent. Zunehmender Dreiviertelmond. Zunehmender Dreiviertelmond. Halbmond? Ja, mit zunehmender Dreiviertelmond. Müsste das ja sein. Oh, Scheiße, ich habe Angst, dass mir die Hand abgepfeffert wird. Mondphasen. During new moon, the moon is Danach, entirely in the shadow. danach Then, bewegt sich der the Schatten shadow von moves Westen from nach west Osten. to east, meaning left to right,
and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle Der starts over zunehmende with the full shadowed Dreiviertelmond. new moon. Gut. So, jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch das Datum. Chapter 24, verse 3. Wenn das Nazareth ist, Jesus ich rose habe wie from the gesagt dead keine on Ahnung. the 14th of Nisan, 14. Nisan. 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Ach, guck mal, 1. April, 13. Schaban, 607, 14. Nisan. Ach so. Ja, komm, halt den Mund. Lass mich in Ruhe. Aus! Ach so, und wenn ich jetzt hier angeklickt hätte, 13. Schaban. Ach so, dann wäre ich auf den Vollmond-Ding gekommen. Ah ja, okay, ich verstehe. Da wäre jetzt, ja, 13th Shaban, zunehmender 607. Dreiviertelmond. Okay, gut, das habe ich Waxing schon mal gibbous. gelöst. Punkte verschenkt. Toll, Yuji. Gut, das heißt, wir müssen jetzt den 1. April nehmen. Wenn es jetzt Hallo? Nazareth sein soll. Datum? Haben wir 1. April? Ach, wir haben nicht immer 1. April, oder? Doch, 1a haben wir dort. Ich weiß auch nicht, ob das für 1. April heißt. Weil S haben wir auch nicht dabei. Was denkst denn du, Modern? Ich glaube aber, so hat es unsere auch, weil unten ist jetzt Blut. Das heißt, sie muss es auch so gehabt haben. Aber es ist auch zunehmender Dreiviertelmond, oder? Vollmond, abnehmender, Halbmond, leer. Es geht ja von Westen nach Osten. Und wenn er abgeht, dann von Osten nach Westen wieder, oder? Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Soll ich jetzt die Punkte verballern? Nee. Ich probiere es jetzt einfach. Ich hoffe einfach, dass es jetzt so stimmt. Ich baller jetzt meine Hand rein. This wheel represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Was der? It looks like there are 3 types of inscriptions. This wheel contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of M für the year. März. A for April, Ah ja, okay. and M for March. Komm. I think these symbols must represent a Ich hoffe specific jetzt einfach, dass es date. der 1. April ist und... Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon. Ja, das Then weiß ich, to a ja. Ich hoffe date. jetzt einfach, dass es der And finally, Dreiviertelmond ist. the date to the moon. Zunehmende Dreiviertelmond. Look at this. Boah. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon. Echt Angst, dass Then mir jetzt die to a Hand date. abgefetzt And wird, ne? finally, the date to the moon. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Louis!
Scheiße, mir wurde die Hand abgefetzt. Episode 3. Ich habe alle Schlüssel, die ich laut... Fuck. Shit, ich war mir echt ziemlich sicher, dass das so richtig war, aber offensichtlich nicht. Kann ich nur was passiert, wenn ich jetzt nochmal neu mache? Oh, fuck. Wir haben jetzt die ersten 3 Kapitel gespielt. Oh, scheiße. Ah, Mist, Mist, Mist. Na gut. Okay, ich mache mal eine kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Filthy swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! You're not Scheiße, ärgert mich, dass ich jetzt echt die Hand abgehämmert bekommen habe. Mother? Louis, you've come around. How do you feel? It hurts. Mother? I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. We gotta leave. No, don't put your arm in there. Hallo, Louis, Dana. we can't Wie geht's, leave wie without steht's? it. It's our last chance. I need to see this through to the end. I must do it. We've done it, Louis. Was die verfindet. Ja, das stimmt. Come on, up you get. I'll help you. Easy does it. Jetzt hat sie es auf einmal gefunden, den Code. And now what? Ja, ich habe halt super vorbereitet. Let's take what we came for. Wait, I've got to know what I did wrong. That is one fearsome mechanism. In fact, if I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Tell me, where did I go wrong? The 3 nails? Yes, it's true. They let you open the iris. Yes, but you still need to find the right theme, don't you? The fresco was a trap. Apart from the fresco, everything pointed to the crucifixion. The things that make it possible to activate the mechanism are associated with the crucifixion. The cross to activate the mechanism, and the nails to choose a date. Daschko, ich habe jetzt hier keinen Platz so für dich. Gut, alles soweit in Ordnung. Wie geht's dir, Yoshi? Ja. Krypta. Schön, dass es dir gut geht, Alter. Rückfahrensziel. Burning bridges. Where are we? I don't know, but we better not hang around. Do you know what we're looking for? We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The Lance of Longinus the Centurion. Yes, the centurion that pierced the side of Christ with his lance. That weapon naturally became a holy relic. Exactly. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance.
but I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? All right, we'll do it your way. Jetzt kein Bockpunkte so One more verballern. thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Toll. Hier meine Hand. Toll. So, alright. Befrage Kardinal Piaggi zur Heiligen Lanze. There's several spearheads. I need to find clues to pick the right one. Piaggi knows something about it for sure. Wann bekomme ich meine verschwundenen Punkte wieder von den letzten 2 Einzahlungen? Insgesamt 3080 Punkte weg. Oder musst du mal mit Vajo quatschen, wenn der das nächste Mal streamt? Musst du ihm das mal sagen. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Warte mal, ich gehe erstmal zurück und befrage Piaggi zur Lanze. Huch. So, wuppdiwupp. So, scheiße. Mich kotzt es echt an mit der Hand. Aber gut, so ist das Leben. So ist das Leben. Wir machen das Beste draus. Ich weiß bloß noch nicht, was ich sage, wenn mich jetzt einer mal auf meine Hand anspricht. Obwohl das schon wilder aussieht hier, mein Verband. Ne? Das ist schon echt unangenehm. Wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen anders machen. So, dann gehen wir mal nach oben. Wellner? Nee, wir brauchen den anderen. Und der andere hat... Oh, der hat, glaube ich, hier in so einem gelben Gang gewohnt. Oder wohnt. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. The Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Destruction of the Temple of Jerusalem by Francesco Hayes. The Roman Destruction by His Holiness Pope Pius VI by Pompeo Petoni. This should help Piaggi feel at home. My dear Giuseppe. Lieber, meine schwache Gesundheit macht es mir unmöglich, bei Ihnen zu sein. Bitte richten Sie Sir Gregory meinen Dank für die Einladung zu Lord Mortimer aus. Ich bin überzeugt davon, dass Sie unsere Sache gebührend vertreten werden. Teilen Sie mir Gregory bitte mit, bla bla bla. Okay. Torquemada. Quite the contra an old Cisterce from Roman Gaul. John the Baptist. Youth with a Ram by Caravaggio. A very sensual vision and very far from the usual representations of St. John. Love Triumphant by Caravaggio.
Now there's someone for whom the Venus and golden elixir. Let's have a look at his personal papers. Of course, it's in Latin, the language of the church. Damn it. I should have followed my mother's advice and spent more time studying the classics. Echt bla 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 gesagt? Nee. Habe ich jetzt keinen Bock, da 4 Punkte zu verballern. The cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Venus and Cupid with a satyr, a Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. Gehen wir erstmal zu mir rein. Und guck mal, ob ich mir das irgendwie ein bisschen abwaschen kann oder so. Inferno by Dante. St. Francis of Assisi and St. Jerome and the Angel. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Inspiration of St. Matthew or Ich kann mich echt nicht umhosen, ne? Ich würde wenigstens mal den Verband neu machen oder so. Kann er jetzt ja nicht mit so einem Klumpen loslaufen. Why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? Dumm. The cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Na gut, dann gehen wir jetzt mal nach unten, beziehungsweise ich würde erstmal gucken, ob Emily da ist. Und dann würden wir auch schon so langsam, aber sicher den Feierabend einläuten, für jetzt zumindest. Wir sind ja heute Abend wieder online. Aber ich habe 16 Uhr im Sprachunterricht heute wieder. Und Bio ist krank gerade, heute und morgen. Und deswegen mache ich dann noch schnell Mittag. Aber wir sind ja heute Abend wieder online, ne? So 18 Uhr. Jetzt wieder ab wie Schmidts Katze. Beim Stepdance. Gut, Emily ist auch nicht da. Super. Dann ab nach unten ohne Bosen. Wahrscheinlich sitzen alle beim Essen. Und dann so, was ist denn wieder passiert? Mal die Besserung dabei mache ich. Mache ich da, ne? Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the lance of Longinus, the soldier. If you could... You are not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Wollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. His nose is bleeding. So you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Exactly. Frank and direct. I like that.
Thank you for not trying to be sly. You are looking for the lands. You should know, you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? Yes, my mother knows about it. Of course, Sarah. Who else? No one else. What are you going to use the lands for, exactly? I need it. Why? You won't understand. Try me, Louis. I need to protect myself with it. Louis, I thank you for your sincerity. Keine Ahnung, ob das I jetzt shall richtig war. answer you about Longinus. You deserve to be told. His spear-headed lance did indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. Was denn? Stimmt das nun oder nicht? Aber niemand fragt wegen meiner Hand, ne? Schade. Suche weitere Hinweise oder wähle eine Lanzenspitze aus. Gottes Willen. Bianca hat mir erzählt, dass die Lanze die Form einer Saufeder aufweist. Okay, aber wir suchen nochmal weiter nach Hinweisen. Wir werden nochmal gucken, ob wir andere Leute finden, mit denen wir sprechen können. Golden Elixir. Mögliche Informationsquelle: Esoterik-Spezialisten, künstlerische Darstellungen, heilige Texte. Ja, oder natürlich so, dass wir mit niemandem drüber reden, sondern einfach Infos davor suchen. Ah, painting by Ang. Aber, Molière, dining with Lucas, allegory regarding the decoration of the rights of men. Celia. That name means nothing to me. The Last Supper by Leonardo da Vinci. A meeting between Louis XIV einfach alles and verheimlichen. The Fall of Phaeton. Wäre, glaube ich, das Beste. Naja, die Frage ist halt, stimmt das? Ob die Form eine Saufeder enthält oder aufweist, ist halt entweder Option A, er verarscht uns, damit wir halt irgendwie mit uns was passiert, oder B, es stimmt. So, die zweite Option, suche weitere Hinweise, könnte uns natürlich helfen, dass die Saufeder, dass das falsch ist. Aber, ne? Gerade weil er ja weiß, dass die Sarah da nach den Dämonen sucht, weiß er vielleicht... Nee, brauche ich nicht. Weiß er ja dann auch, dass vielleicht die Saufeder... da irgendwie... Aber wir haben ihm ja gesagt, dass wir uns schützen wollen, und ich glaube ihm auch. Ich glaube ihm tatsächlich, dass der mir oder zumindest diesem Louis helfen will. Schon wieder keine Säue hier unterwegs, ne? Niemand ist ja da. I have no space left. I'll retrieve it later. What can I do for you, sir? I am at your service
day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Good evening, Mr. President. Good evening. I'm back on the trail of my mother again. I don't have time to explain, but would you know anything about the Holy Lance? That's good news. But be careful, Louis. You might end up getting noticed. Do you know anything or not? No, I regret I don't. But why not ask von Wallner? Theology is his field, after all. That's an idea. Ich weiß ja nicht, wo er liegt. Der lag doch letztens auf dem You are keeping up the Balkon. good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. You're right. Thanks for everything, Mr. President. See you later. Toll, toll, toll. Da hier war ja niemand, ne? Nee. Gut, naja, gut. Frage ist halt jetzt nur, Wöllner, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber Wöllner lag letztens auf dem Balkon. Dachte ich, er wäre tot. Hat aber gefühlt hier auch niemand interessiert, dass er hier tot rumliegt. Sodass er wahrscheinlich nicht tot ist. Duke Manuel Godoy. So, keine Ahnung. Finde aber auch Wöllner nicht mehr. Achso, das ist unser Zimmer. Gut, brauche ich nicht. The next room is... Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Piaggi? Ja gut, waren wir ja gerade schon mal draußen. Not Ne? his room. I bet he went back to stuffing himself. Stimmt, haben wir uns ja gerade schon mal umgesehen. So, this room is nothing. Nothing. Dann kommt Washington, glaube ich. Nee. President Washington, George doch. Washington. Ah, kann ich mich eigentlich auch nochmal umsehen in dem Zimmer. Ah, nee, oder auch nicht. Das ist, glaube ich, von Elisabeth, genau. Sieht immer noch so aus, wie es aussieht. Aber nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Aber ich finde es immer krass, dass die Kerzen trotz des... Ja, die komischen Leute, die ihren Tod vortäuschen, ja. Ah, das stimmt. Mann, nee, ich bin von hier gekommen. Oh, Mensch. Was gibt's denn bei euch heute zum Essen? Wöllner. It seems like he isn't here. Ja, weil er lag letztens tot auf dem Balkon. What a mess. Looks like Volner was interrupted. Looks a lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. I get the feeling that I've seen that somewhere before. I've seen occult inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the Lock of Al-Azif. Johann, ich weiß, Sie wollen herausfinden, was mit Elisabeth geschehen ist. Aber das Ganze gerät außer Kontrolle. Ihre Eskapade auf dem Festland ist kostspielig genug.
Ja, es war nicht einfach für sie, Elizabeth einen Monat lang in ihrem Zimmer einzusperren, damit sie Sarah nicht über den Weg läuft. Aber ausbüchsen ohne Verantwortung. Ohne Vorwarnung. Ich musste lügen, um sie zu decken, Johann. Tun Sie so, als ob Sie alleine angekommen wären vor wenigen Tagen und bringen Sie William dazu, das vor den anderen Gästen mitzumachen. Kommen Sie wieder zu sich und reißen Sie sich zusammen. Ich hatte Sie gebeten, etwas zu beschaffen, damit wir es von der Insel bringen können. Nicht, damit Sie es in der vagen Hoffnung lesen, Macht dadurch zu erlangen. Sie werden darin keine Antworten finden, das sage ich Ihnen klipp und klar. Sie riskieren höchstens, dass wir es wieder verlieren. Deswegen zum letzten Mal hinterlegen Sie es bitte am vereinbarten Ort. Jemand wird es dann umgehend an sich nehmen. Gregory. Gregory. Yes. Looks like Volnor was interrupted. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. The alchemist is a young man. Chemistry set. That's not surprising coming from von Volner. So, let's see what Volner has in his bookcase. A few works on religions, 2 scientific essays about human thought. Most of these works are on alchemy. Longini Militis Fabulum. Ah, what have we here? It looks like a kind of biography on Longinus the Linguinus. Centurion. Truly, Volner has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one though. Blauer beibehalten. Does he say? Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What happened? You've lost. Ah, how horrible. Your hand. It's an accident. To tell you the truth, An accident? Are you joking? You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been given treatment, rest assured. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So just stay calm. Yes, of course. But Louis, it's your hand. I know. Please, look, there's nothing I can do about it. I know, I made a mistake, but it's too late now. It was an accident. I only wanted to inspect the place to find my mother and, well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Am I dreaming? No, sir, but let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards? The error indeed stems from my recklessness. I went looking here and there in search of my mother, and I had an accident. It's my own fault. Fine. We will drop this incident. Why are you here? What are you doing in my room? Well, sir, I see you have some captivating books, and you seem to be rather interested in the famous Longinus. No, it's... what's it to do with you? I overheard you speaking with Piaggi. What are you two up to exactly? No, Oh, fine. Yes. We are looking for the Holy Lance. That imbecile has given Mortimer all the ones kept in the private collection of the Holy See. But it's not what you think. Hang on a minute. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the Holy Lances. Not at all. I've come here to talk to you about the Al-Azif. Ach, you are lying through your teeth. You are not here for the Al-Azif. No, of course not. Well, what makes you think that? You are a very bad liar, my lad. Don't think you're going to get away with it so easily. What are you playing at, Richet? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? Ah, I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about?
Mr. Von Wollner, would you be so kind as to calm yourself down, please? All I'm trying to do is make amends for His Eminence's errors. Sir Gregory should surround himself with better people, if you want my opinion, but Piaggi is a friend of my mother's. What? You want to help Piaggi? I just told you that's what my mother would do if she was here. I heard you in the corridor, and he seemed to be in serious trouble because of the lances. I'm only trying to help him. Ah. Ach, Gott sei Dank. All right, Louis. I thought you were trying to manipulate me. But please, excuse me. I got a little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the Lance of Longinus. And it would be smarter to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. That is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. I managed to get the biography of Longinus the Centurion. Let's see what it can teach me. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians, the fish. Gut. Guti, aber ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle mal aus. Es sollte ja eben... So, jetzt aber. Suche weitere Hinweise oder wähle eine Lanzenspitze aus. Mögliche Informationsquelle. Also, wir haben... Herr von Wöllner hat gesagt, dass die Lanze mit Kupfer umrandet ist. Piaggi hat mir erzählt, dass die Lanze die Form einer Saufeder aufweist. Und in der Biografie über den Centurio Longinus steht geschrieben, dass in die Lanzenspitze ein Fischsymbol eingraviert wurde. Das heißt, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Weil... Jetzt einfach mal zurück. Ich weiß halt jetzt aber auch nicht, ob ich, Aber Dana, mein Tag war gut. Du hast ja vorhin auch geschrieben. Sorry, ich hab dich total... Mir geht's gut soweit, Yoshi. Ich hoffe, dein Tag war auch okay. Mein Tag war auch super. Wir haben ja heute früh Konzi gespielt. Dann haben wir... ja, dann haben wir Nudeln gekocht. Übelst spannend, ich weiß. Dann haben wir ein bisschen Fernsehen geguckt. Dann wollten wir ja eigentlich TTT spielen. Das hat leider nicht geklappt. Deswegen haben wir heute Abend noch 2 Horrorspiele gespielt. Ich guck mal, kann ich hier vorne eigentlich ran? Die waren sehr, sehr wild. Also wirklich wild. Gerade das erste war richtig krass wild. Und ja, jetzt spielen wir noch The Conceal. Und morgen findet mal wieder, wenn alles klappt und so, dann findet mal wieder eine Horrornacht statt. Weil Samstag und Sonntag werde ich nicht streamen können. Und ab Montag gehe ich dann wieder arbeiten, wahrscheinlich. Also ich denke schon mal. Sodass ich da leider wieder nicht zum Streamen komme. Aber ich versuche, gebe wirklich mein Bestes, dass ich Freitag vielleicht die Horror Night beibehalten kann.
This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Ich hatte mich in Farlight 84 verloren vorher, sorry. Und was ist das für ein Spiel? Um was geht's da in dem Spiel, Dana? So. Also wir müssen jetzt diese Lanze finden. Die Frage ist halt nur, wie sieht die Lanze aus? Jetzt hier in so einem Sarg drin. This one has no name. I wonder who it was for. Jetzt runter. So, was haben wir denn hier? I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Nee, dann ist die das wahrscheinlich ja nicht, ne? Es ist zwar auch so ummantelt, aber Mischung aus Fortnite und Apex ist ein Battle Royale. Okay, naja klar, da kann ich mir vorstellen, dass du dich da verlierst drinne. So, ich lasse das aber mal hier. Heute war auch Release von Ad Infinitum. Wäre auch eine Idee für morgen. Ja, das habe ich mir auch schon auf die Wunschliste gepackt. Ich habe auch gesehen, dass es heute rauskam, aber... Ja, mal sehen. Mal sehen. Das sah auch ziemlich wild aus. Amber crystal. Aber ja. I can see that this lance has a characteristic shape of a spear. It is made of iron. And its tip is engraved with a cross. Ah nee, dann ist die das auch schon mal nicht. Eigentlich auch. Ja, geht's wieder nach Hause. Na, guck mal, hier geht's auch lang. Here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, and a fish is engraved on the tip. Nee. Das sieht so blockig aus. Da, der Verband von meiner Hand. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. Nee. Das ist schwieriger als gedacht. Gelee. Gelee ist immer gut. We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in Oh gold. nee, das ist nicht mit You can Gold. distinguish the symbol of the fish. Brauchen engraved aber on the tip. Kupfer am Rande. Barely Also das noticeable. eine war schon ziemlich gut eigentlich da hinten. Nein! Oh, jetzt dachte ich, jetzt stürze ich ab. Ich habe echt schon jetzt gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt stürze ich ab. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Gold ummantelt oder so. We can see that this lance has a leaf shape. Achso, das hat man schon. And well, it's in gold.
I can see that a crucifix is engraved on the tip, just Kruzifix. barely visible. Kruzifix. Gut. So, also von hier sind wir gekommen. Das ist schon mal nicht so gut. Weil jetzt weiß ich nicht, wo ich noch hin muss. So, guck mal, hier waren wir ja auch schon. Genau, ne? Das lag jetzt hier. Genau. This sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. Is this the tomb of a king? Judging by all the sculpted symbols of power, this is really ancient. The inscriptions are all eroded. I don't know what those marks mean, but maybe a stone or an epitaph. Zurück. Gut. Braucht man auch nicht. So, zacki, zacki, zack. Da geht's zurück. Gut, na dann muss ich halt jetzt hier nochmal hingehen, aber das war es ja auch nicht, glaube ich. I can see that this lance has the characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. Ja. Das nützt uns nichts. So. Clemens, glaube ich, ne? Ja, genau, Clemens der Dritte. Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Nützt uns ja, glaube ich, jetzt nichts hier mit. Bestimmt irgendwo dort, wo es null auffällig ist. Wo es einfach keine Sau mitkriegen würde, wahrscheinlich. Nee, ist aber auch nicht so. Das ist Plattform. A so-called leaf shape. Nee, it dann is nicht. copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Ja. Die Frage ist halt jetzt einfach, ob... Also ich glaube nicht, dass uns einer angeschwindelt hat. Ich weiß halt echt nicht, wo die Lanze sein soll. Weil hier geht's nix. Da geht's nicht mehr rein. Da geht's auch nicht mehr hinter. So, was haben wir hier? Können wir hier noch irgendwas nehmen? Nee. Gut. Hat man auch schon. Hier ist auch noch eine. Aber ich glaube, die hat man wahrscheinlich auch schon. I can see that this lance has a so-called leaf shape. Ja, ist auch wieder so It ein is made Blatt. entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the Aber sun. nee, ich glaube, die hat man noch nicht. Ich glaube, so mit Sonnensymbol-Gedöns, das hat man... Das hatten wir tatsächlich noch nicht. So, aber die Lanze, die kann ja wahrscheinlich nur wirklich hier sein, oder? Kann man die Lanze noch woanders finden? Fragen über Fragen. Sieht aber echt cool aus, finde ich. Hallo? Hängt das so ein bisschen. Wie nochmal? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob man die Lanze hier finden kann.
Also ich denke mal, dass man die hier finden kann, aber ob man da erst nochmal irgendwas anderes aktivieren muss, damit man woanders hinkommen kann. It was cut a long time ago. You can tell by the rough hacks of the tool and the patina of the stone. This sarcophagus is very ancient. I'd say it's several centuries old. Flavius Aetius, the one they call the last of the Romans. He was assassinated by his own emperor, who was jealous of all his victories. But how did he end up here? Weiß ich auch nicht. Die hatten wir auch schon. Glaube ich. Ich guck nochmal hin. Aber die hatten wir schon. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. Aber wir brauchen zumindest irgendwas, was Kupfer ummantelt ist und wo ein Fisch drauf ist. Das brauchen wir. We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Alles halt. Die mal mitnehmen. We can see that this lance has. Ach, wollte ich jetzt nicht, aber es ist zumindest die Sperrform. Es ist ein Fisch drauf, aber es ist halt bloß Gold ummantelt. Distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Nee, das ist ja eine Sonne oder irgend sowas, ne? Der Auge der Rehe. Tja, oder ich nehme halt einfach jetzt hier das mit, weil ich meine, Sauerfeder sieht ja auch aus wie so ein Speer. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Bestimmt falsch. So, und jetzt trifft deine Mutter am Anleger. Das ist zu 1000% falsch. Ich wette um 10 Euro mit euch. Wirklich. Das ist einfach bestimmt falsch gewesen. Aber ich habe halt nichts anderes gefunden. Und Speer und Saufeder sieht eigentlich gleich aus. Deswegen, also wenn die sich jetzt daran aufhängen, dann flippe ich aus. Dann google ich, wo dann angeblich dass der Speer dort lag. Beim Knüppelarm hier. So, wo muss ich jetzt meine Mutter treffen? Trifft deine Mutter am Anleger. So, jetzt kann es natürlich sein, dass mich auch welche hier voll quatschen, ne? Weil die Mutter hat gesagt, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Mit der Lanze.
habe nicht alle Hinweise zur Identifizierung der Lanze des Longinus gefunden. Ich habe nicht alle Nachbildungen der Lanze des Longinus im Besitz von Lord Mortimer gefunden. So, 4 Punkte. Machen wir hier noch voll. Haben wir hier Belassenheit. Dann machen wir jetzt hier eine Überzeugung. Am Ende die richtige Lanze irgendwo übersehen. Ich vermute mal. Wir werden am Ende wirklich die richtige Lanze irgendwo übersehen haben. Aber war ja doch eigentlich... Das war eigentlich am logischsten. Eigentlich war es am logischsten. Also wenn das jetzt echt die falsche ist, dann kriegt jemand einen Zehner. So. Mal gucken, wen wir jetzt treffen. Wir werden bestimmt jetzt irgendjemand treffen, der... Außer es will Emily. Emily will uns ausziehen, dann müssen wir es wahrscheinlich tun. Weil für Emily... Oh Gott, Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Wow, what's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail, so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Vollner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him, immediately. Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick. Look, I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't bank on getting rid of me so easily, de Richet. Where have you been? Ich habe mich in der Krypta verloren. Ich suche nach meiner Mutter. Kann mir vertrauen. Did Lord Mortimer tell you you could trust me? Yes, but... So, I might have disappointed you on the negotiation of your precious cannons, but Lord Mortimer believes I can still be useful. I'm working for him right now, and you're wasting my time with your questions. Look, if he hasn't taken you into his confidence, then you shouldn't know yet. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Remind me, who did you hear making those alleged charges against me? His Eminence Piaget and Monsieur von Vollner were discussing them when I joined them. And remind me, during the conference, which side were His Eminence and Mr. von Vollner on? Sir Gregory. But what has that got to do with it? And did it not occur to you for a single instant that they might have been speaking about me in front of you on purpose? To manipulate you? I trust them to detect novices who are likely to be taken in, yes. Those sons of whores. Ah! So that's how they see me. Be careful to make sure the conference keeps on going ahead smoothly, though. Please. It would grieve me to have to report you to Lord Mortimer. No, of course. I'll make sure those two bastards get what they've got coming. Genau, Right. verwurzelt die mal We'll ordentlich. leave it there. I'm glad that things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. That's right. Go play somewhere else. Oh, See sehr you later, schön. monsieur. Ich finde, ehrlich gesagt, das Spiel aber auch super Hurry up and join my schwer. mother at the wharf now. Also gerade zum Beispiel vorhin mit dem, diesem, wo du Ort, Thema und Zeit oder so wählen musstest. Das fand ich schon super schwierig und mit der Lanze jetzt auch. Vor allem, wir haben doch aber 3 Hinweise. Ich brauche doch nicht 10 Hinweise. Gut, das hat jetzt aber auch nichts Negatives. Also es ist hier, 3, 2, 1. Macht jetzt nichts Negatives mit uns an sich. Von hier bin ich jetzt gekommen. Warte mal, da muss ich vielleicht durch eine andere Tür gehen. Dass das jetzt irgendwie was Negatives auf unsere Entscheidung eingeflößt hat, dass wir jetzt nicht die 4 Hinweise gefunden haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das Richtige oder die richtige Lanze gefunden haben. Weil sonst sehen wir richtig alt aus, wenn wir hier schon wieder das Falsche haben.
Muss halt jedes Ding in jedem Ecke anschauen und analysieren. Ja, das stimmt, aber man kann es ja übertreiben, oder? Also, ich finde es cool, es macht auch Spaß. Aber... Ach, Gelee. Ah, ne, Goldelixier. Ach, verdammt, ich brauche Gelee. Ah, da hinten war noch Bernstein. Habe ich detected. Nee, das war jetzt Gelee. Alter. Oh nein, jetzt treffen wir wahrscheinlich wieder einen. Fuck. Ah, Louis. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. Jetzt verkacke ich so Come closer, bestimmt. please. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh, no, your hand. Damn it, no. So that's it. She's prepared to use you. What do you mean? It wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours, too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in the search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me, about Gregory, about the demons. She's right. Look at me. I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. Continue. Louis, it's time you open your eyes. Come, you'll soon see. After you. Das ist wirklich ein Dämon? So, von Borchert, he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Al-Azif has always belonged to my family, Louis. And with good reason. My father wrote much of it. Can you tell me what you've done with... What? You mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of von Borchert. He isn't essential, but he is a trusted person. He's a prisoner at our headquarters in Paris. All right. Ich verstehe aber nicht, wenn das jetzt... Hä? Nee, meine Mutter hat ja gesagt, er ist ein Dämon, ne? Der und der Holm. Dämon. Er sagt jetzt gerade zu mir, ich will nicht, dass du da verrannt wirst. Aber indirekt, also, der hat mir auch direkt gesagt, dass er halt doch ein Dämon ist. Did what happened to Elizabeth Adams have anything to do with you? Unfortunately, the poor girl became an issue between us, in spite of herself. A family of demons is still a family, and as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms, sending poor Elizabeth here was terribly rude of him, really. You did accept, though. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle, and everyone is the master of their own home. If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. Ja, For many wahrscheinlich centuries, we mit didn't seiner organize any Fähigkeit, mir die Most of the time, it ended in civil Visionen war. eingeprallert. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently,
We participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to all the participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive, but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark, but after living several centuries, you stand back and enjoy. I hope I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? My lord, I don't know if I can answer in all honesty. Please do, Louis. You can say anything to me, believe me. You must admit, being surrounded by all these servants isn't doing much to relax me. Oh, forget the servants. They're only here to ensure my safety. Why? What are you afraid of? Well, I wouldn't want you to get the wrong idea, Louis. But you have spent your entire life fighting the occult. You have just stolen the Holy Lance from me, and I do happen to be a demon. Do you not realize the power that relic has on a demon? Well, that's true. Sarah must have told you, didn't she? Surprises me that you've wasted all this time looking for the lance instead of fleeing. You know I know, don't you? Let's say I think you know enough to doubt that you could be persuaded to leave without a reason. Am I right? The lance is supposed to kill demons, right? And indeed it can. At least some of them. That's why I've chosen to protect myself. You never know. Just imagine if Sarah wanted to get rid of me through you. Because that's exactly what she wants to do. Isn't it, Louis? Not that I know of, no. Not with me, please. Sarah has dedicated her life to hunting us down. We both know her greatest wish is to see me dead. However, she hasn't told you everything, Louis. Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You, as much as me, you are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it, it's absurd. Have you never found yourself Das ist ja wirklich wild. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir wirklich ein Dämon sind. No. Das entweder der manipuliert uns und verarscht uns. That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Louis, I would rather you found this out from her own lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, no, it's not possible. You are my son. Liar! Was? Was? Wer ist jetzt meine Mutter? Well, well. So now you're his bastard. You really took me for a fool. Don't make a move, you clowns! Everybody keep calm. Don't say a word or I'll shoot your kid! Not so clever now, are we? At last I found a way to put the pressure on you, Mortimer. Look, just calm down, monsieur. You stopped me from ending it all. Jetzt geht's wirklich runter, Because ne? of you, I've had to pay for it. You don't know what it's like. He's in your head. He's in your soul. I never want to feel that again. Jack, I did not betray you. You're just like him. Monsieur Peru, I don't even know what this is all about. It's quite simple. You're like them. If that's enough to make me unforgivably evil, then I'd prefer you shoot. But I don't feel as if I've changed. I'm still the same man I was an hour ago. They will corrupt you. It's inevitable. And I won't be able to resist, like you are now? Well... Give me the benefit of the doubt. Think about it a moment. So, what are you gonna do now? You've just found out your true nature.
What difference does it make? And you, Jacques, how does it make you feel? It changes everything. Well, why? How am I responsible for it? I never said you were. You two are his victim, Louis. But it Scheiße, makes no ich hab mich difference to verklickt. me. Also nee, ich habe mich nicht If I verklickt, ich let habe you falsch go, you will entschieden. proliferate. I must stop all of you. And too bad for me if I have to die for it. You're just like him. You are already. You can't see it, or you don't want to see it. But it's already too late. In fact, I haven't got any choice. You always have a choice. You know very well what will happen to you if you shoot me. Jack, I'm the only one who can help you resolve the situation. I'm just asking you to trust me. I'm not against you. Oh. It's over. Come now, Mr. You know what I told you. Evil and good depend on you, and not on your nature. Yes, it's true, and the same holds true for all of us. Gott sei Dank, wir Monsieur konnten Perrin, ihm... I am willing to overlook this latest scene. You can thank my son for that. I think, however, that you ought to take your leave for your good and ours, as well as that. Frage ist halt nur, wer ist denn da jetzt meine Mutter? Stimmt das? Verstehe ich nicht. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich der Mutter trauen kann. Not too shaken up. You've experienced many significant events since your arrival. You can say that again. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. Habe ich jetzt You auch must gedacht. clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. Frage ist, ob er It's dir die already weitererzählt there oder nur inside täuscht. you. Ja, ich Empty your weiß. mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Hear my voice. Feel the vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. It's a sound, very faint. That's right. Concentrate on it. My voice is growing fainter, but I am here. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, you Echt? will be able to read their current thoughts. So, if you need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. But it'd be a violation of their most intimate thoughts, wouldn't it? To begin with, there's nothing obliging you to do it. You already Ich have kann the jetzt die ability Gedanken lesen without von den even knowing it. anderen. Oder I muss ich just da mal gave zu you Emily? the option of putting it into practice if you want. Moreover, Ich weiß übrigens immer noch nicht, ob ich Emily erschossen habe oder Emma. Every species is different, Louis, and this is the way we are made. That's all there is to it. You are free to use this talent or not. And what's more, it will be up to you to decide what to do with the thoughts you read. That is where the values of right and wrong do come into play.
There are also a few rules you need to know that govern this talent Frischfleisch. when used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourself will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of Jetzt los, another Sushi. demon. Spionier sie alle aus, ja. Question of courtesy. But let's be clear. What is most considered bad form is getting caught. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Home? Yes, the old grump is touchy and rather a stickler about the Okay, wir müssen uns merken, Holm On nicht. that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study when you've finished. Gedanken lesen. Du kannst nun die vordergründigen Gedanken deines Gesprächspartners wahrnehmen. Jedes Mal, wenn du Gedanken liest, kostet dies einen Essenzpunkt. Du erhältst einen Punkt, wenn du es mit einer Immunität zu tun hast, 2 Punkte durch das Ausnutzen einer Schwäche und 3 Punkte durch den Verzehr von Erdsternchen. You're right. I need to go now. See you later, Father. One more thing. If you want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. Scheiße. Okay, das ist halt jetzt die Frage. Also ich glaube ihm. It's not that I regret all these discussions, but I must hurry to Ich the war. glaube ihm, dass er mein Vater ist. Das hatte ich tatsächlich auch schon einmal oder ein paar Mal den Gedanken, weil er eben gar so auf mir oder auf mich so fixiert war. You shot her in cold blood. What is at stake here far outweighs our personal interests. I should... Personal interests? I'm talking about my sister's life. She was my other half. Calm down, Emily. Calm down. Louis, don't come near me. I warned you what would happen if I found her. I was so hoping it wouldn't end like this. I'm fed up with all these deaths. Listen, Emily. We've all gone through some horrible experiences since we arrived here. I can assure you, we'd all rather be somewhere else. She betrayed my sister. She has to pay, Louis. We've had enough people die here, don't you think? Look at her, Emily. Don't you think she's paid enough? But Duchess, I am sorry for what happened. I didn't have any choice. Are you? Shut your mouth. You had the choice, all right. Hä, aber die hat doch You jetzt... use people according to your own desires, without any scruples. Excuse me, Duchess, but we're in the same line of business. Shut it! And as for Emma, she knew only too well. No, Emily. Look at me. Emily? What did you say? Look at me! Say that Look again! at me, Emily! Emma knew the risks of the job only too Scheiße. well. You're constantly risking your life to serve the Order. You knew the risks involved. We were supposed to rely on our own people, Sarah. You were her superior in the Order. She trusted you. But why did Sarah betray Emma? Why? Your sister was supposed to hide something, and no one was supposed to have been able to find it. And she would never have talked, even under torture. So why get rid of her? Unfortunately, Emily, the creatures who live here employ methods that no one can resist. I was going to get her out of there, for God's sake. So what are you talking about? Don't tell me Emma died because of that book. I have to know. Anything but that damn book. Boah. Emily, all I ask is you let me God. tell the truth, but you'll never believe me. You leave me no choice.
I'm going to kill her, Louis. I understand you were trying to protect her, Louis, but it's a lost cause. Don't move! Louis, remember in Paris? Oh no, not again. No, Mother, wait! No! No, for God's sake! Did she hit you? No! Why did you do that? I could have calmed her down. That's enough. I've had enough. What do you Schade, mean? jetzt ist Emily tot. Verdammt. I really thought my next breath would be my last. Well, anything's possible. This is no time to be joking. Just help me climb aboard this boat, and let's get off of this cursed island. No. I'm not going anywhere, and neither are you, until you've told me everything. For crying out loud, what are you talking about? Paris, 1763, number 12 on Rue des Martyrs. No. I beg you, please trust me. He's manipulating you. We must leave. Paris. Can't you see he wants you? And he'll do anything to turn you against me. Number 12 on Rue des Martyrs. He had to pay for what he did to me. I panicked. There she was with the baby due. I thought it was the right time to touch it, but touch it? By disemboweling her and stealing me from her? The girl was already condemned to die. He never leaves any witnesses behind. She meant nothing to him. And I absolutely had to find a way of stopping him. Had you lost your mind or what? How did you stop him by stealing a baby? He was multiplying. I had to do something. It took me years to pick up his trail again, Louis. From the second I took you in, I couldn't bear to be apart from you. I looked after you, fed you, raised you, like a mother. I know. You always took care of me. I devoted my whole life to teaching you to distinguish between right and Mann, wrong, es ist Emily so you tot. would Kotzt have mich schon the wieder an. choice. You are not like him. But you never told me. I wanted to. I very nearly told you everything, at least a dozen times. You didn't though, did you? Why? I don't know, Louis. You never would have dared to tell me everything. Yes, I would have told you everything, I swear, but it wasn't easy. I wanted to choose the right time. Louis, yes, I made mistakes in the past, but now I'm ready to... Do you consider me a mistake? No, not you. You are what I am most proud of in my whole life. You are good. Kann You sich auch mal fight to do waschen. Die right. sieht immer noch so You verschmutzt are aus. not like him. Still, he is my father. Why did you steal me? You don't want to know, believe me. For once in your life, be honest. Why all this mess? Why do you have it in for him so much? Why? Because I'm his daughter. I know what he's doing. I see he has his eye on you. He's hovering around you, tempting you. He did it to me before you. And if you don't live up to his expectations, he Das will ist die cast you away. Tochter von dem... Is that what happened to you? I wasn't good enough for him. So he rejected me. What do you mean? He tried to initiate me, but it would seem I am unable to develop his talent. I can't withdraw my mind from my body. I get it. The reason why you abducted me is because he didn't love you, isn't it? He doesn't love anyone, Louis. Don't be taken in. I'm a little mixed up, but I do understand your choice. You were wrong not to speak to me about it before, but I understand that you didn't want to leave me with him. Oh, thank you, Louis. I promise never to lie to you again, my son. Come, let's go home. I can't. What do you mean? Why not? I've got to know. Trust me. We'll meet in Paris. He wants you, Louis. He will never let you go. Don't worry. Here. This is yours. Don't forget, Louis. You've got the lance. You can beat him. If you hit him with it, he won't be able to escape from his mortal envelope, and he will die with it. Aber ob ich das will, weiß ich nicht. Also ist meine Mutter eigentlich meine Tante.
habe nicht Sarahs Lüge aufgedeckt. Ich hätte eine Diskussion mit Godory haben können. Okay, das ist wild. Das ist sehr wild. Logik. So, ich mache jetzt aber zurück zum Hauptmenü. Ich mache jetzt aus. Jetzt langt's zu. Wir haben 2 Episoden noch spielen können. Wir sind noch gut vorangekommen, finde ich.